Herzlich willkommen zurück. Ganz egal, auf welcher Stufe du dich deines Tradings befindest oder vielleicht noch gar keine Ahnung vom Trading oder von unterschiedlichen Charting-Plattformen haben solltest, wir werden uns in diesem kompletten Trading-Tutorial um alles kümmern. Du wirst wirklich alles verstehen. Ich werde dich hier innerhalb dieses ausführlichen Tutorials zum TradingView-Experten machen, sodass du hinterher völlig alleine dazu imstande bist, Layouts zu nutzen, alles anzuordnen, Watchlists zu erstellen, die unterschiedlichen Aspekte von TradingView wirklich nutzen zu können. Wir werden natürlich auch Abo-Modelle besprechen und zu gucken, ja, was ist mit welchen Modellen möglich, aber ich werde es auch so gestalten, dass es für diejenigen auch erstmal möglich ist, die das Ganze völlig kostenlos testen möchten. Für diejenigen, die vielleicht hier granular was suchen, habe ich natürlich auch unten in der Videobeschreibung unterschiedliche Zeitangaben gegeben. Ich würde dir natürlich empfehlen, hier einfach komplett dieses Video durchzuschauen, da ich wahrscheinlich selbst in den Kategorien, in denen du denkst, du weißt eigentlich alles, wahrscheinlich auch noch was Neues liefern werde. Zuallererst gehen wir natürlich auf die Internetseite von TradingView und an dieser Stelle ganz klar, alle Links, die du hier irgendwie benötigst, findest du unterhalb direkt in der Videobeschreibung, damit du diesem Tutorial folgen kannst. Du siehst auch, dass ich den Link reingepackt habe, der ja eine Endung trägt, sodass du das Ganze später tendenziell günstiger bekommen kannst. Ich werde dir, wie gesagt, jetzt gleich zeigen, dass du auch kostenlos starten kannst und dass es auch ein kostenloses Modell bei TradingView gibt. Aber über diesen Link erhältst du $15, die wir auch gleichzeitig bekommen. Also da völlige Transparenz. Möchtest du nicht diese $15 Gutschrift bekommen, falls du dich irgendwann bei TradingView anmeldest, dann musst du nicht über diesen Link gehen, dann kannst du einfach auch selbst über TradingView gehen und dann hier auf Produkte gehen. Solltest du aber, wie gesagt, über meinen Link gehen, dann bekommst du hier auch eben diese Gutschrift, falls du dich später anmelden solltest. Das aus dem Weg, schauen wir uns jetzt erstmal an, welche Abo-Modelle gibt es überhaupt. Du kannst dich, und hier steht es ja auch, für $0 anmelden, ohne dass eine Kreditkarte benötigt wird, und das ist natürlich auch erstmal schön. Grundsätzlich unterscheidet TradingView erstmal zwischen nicht professionellen und professionellen Tradern. Wenn du professionell tradest, dann managst du externes Geld, es gibt unterschiedliche Auflagen, du nutzt die Daten für irgendwelche Services, die du anbietest und so weiter und so fort. Du nutzt es also in einem professionellen Umfeld. Für die meisten trifft also eindeutig der nicht professionelle Trader zu. Grundsätzlich solltest du dich für irgendeinen Plan entscheiden, dann ist es natürlich auch immer günstiger, eben die jährliche Option zu nutzen. Wir sehen, dass wir dann 16% Rabatt haben und dann eben auch 2 Monate kostenlos haben. Wir haben hier unterschiedliche Pläne, wir haben den essentiellen Plan, wir haben den Plusplan und Premiumplan, und ich würde dir direkt empfehlen, unten komplett auf die komplette Übersicht zu gehen. Wir sehen also von Basic bis Premium, das sind die Pläne, die wir eben haben für die nicht professionellen Trader. Wir sehen hier gleich, dass wir Charts pro Tab haben. Ein Tab ist nichts anderes als das, was wir hier auf der linken Seite schon haben. Und in diesem Tab, den ich hier gerade habe, haben wir eben einen Chart. Wenn ich also tendenziell sowas machen möchte wie das hier, dann wäre das schon nicht möglich mit dem Basic-Plan. Das wäre nur möglich mit mindestens dem Plus-Plan. Ich persönlich benutze hier auch immer den Premium-Plan, aber wie gesagt, ich werde es dir auch so zeigen, dass du erstmal folgen kannst und dich später immer noch dafür entscheiden kannst, was du eventuell nutzen möchtest. Hier wäre es aber möglich, dass ich auch 8 Charts pro Tab habe und dann eben später hier auch die Anzahl der Charts eben verändere. Wir haben dann unterschiedliche Vorteile, unterschiedliche Nachteile, die du dir auch selbst gerne nochmal durchschauen kannst. Natürlich ist es einfach so, je mehr du zahlst, desto mehr bekommst du am Ende des Tages natürlich auch. Das Wichtige für uns ist, ja, du kannst dich so kostenlos anmelden, aber selbst wenn du etwas austesten möchtest, einen besseren Plan, beispielsweise einen Plusplan, den ich beispielsweise unseren Ausbildungsteilnehmenden immer empfehle, dann kannst du das Ganze erstmal 30 Tage kostenlos machen, indem du einfach auf kostenlos ausprobieren klickst, und du müsstest dich jetzt hier anmelden. Das geht auf unterschiedliche Arten und Weisen, beispielsweise über externe Verfahren. Wenn du einen Google-Account hast, könntest du den dementsprechend direkt nutzen. Was ich meistens mache, ist das Ganze per E-Mail zu machen. Du gibst deine gültige E-Mail ein und du gibst dein Passwort ein, erstellst also ein Konto, erstellst diesen Account und gehst dann in dein E-Mail-Postfach, um das Ganze zu bestätigen.
Ja, du kannst jederzeit das Ganze kündigen, du kannst dich aber natürlich auch direkt komplett kostenlos anmelden, aber auch da würdest du das Gleiche machen, dich wahrscheinlich mit E-Mail registrieren oder eben mit den anderen gezeigten Verfahren. Google, Yahoo, Apple, LinkedIn, Twitter und Facebook sind da eben möglich. Nachdem du das getan hast, hast du eben einen TradingView-Account. Und jetzt sehen wir schon einen Unterschied zwischen das, was ich hier rechts habe, und das, was ich hier links habe. Denn wenn wir eingeloggt sind, dann haben wir zwei Möglichkeiten mit TradingView zu interagieren. Einmal in der Webbrowser-Variante, also einfach hier ganz normal über Google Chrome oder was auch immer du gerade nimmst, oder einmal in einer dedizierten App, die du dir ganz einfach runterladen kannst. Wir haben jetzt also die Möglichkeit, direkt hier die Web-Variante zu nutzen. Da haben wir jetzt mein persönliches Profil, was wir hier sehen, und natürlich könnten wir jetzt hier einfach bei Produkten auf diese Supercharts klicken und wir kommen direkt eben auf die Charts. Das wollen wir aber an dieser Stelle noch nicht machen, sondern wir wollen dir natürlich auch hier die zweite Option zeigen. Dafür scrollen wir hier einmal komplett ganz nach unten und wir sehen hier unten schon die Apps. Ja, wir können das im App Store laden, das ist natürlich eine mobile Applikation, aber wir können uns auch die Desktop-App herunterladen. Und wenn wir draufklicken, dann öffnet sich diese Seite hier hinten mit Desktop. Auf Desktop, ja, diese Seite gehen wir und dann haben wir eben die Möglichkeit, das Ganze für Windows herunterzuladen, für Apple herunterzuladen, also für Macs und für Linux. Ich befinde mich hier gerade auf einem Mac und dementsprechend habe ich mir das Ganze für den Mac runtergeladen. Und das ist auch der Grund, weshalb sich jetzt hier das verändert. Wenn ich also in meinen Browser klicke, dann ist natürlich Chrome aktiv. Bin ich in TradingView, dann heißt das nicht mehr Chrome oder sowas, sondern dann heißt das TradingView, weil ich tatsächlich eine Applikation nutze. Der Vorteil ist ganz einfach, wir können nur TradingView öffnen und haben natürlich Platz gespart. Wir sehen schon, dass hier diese Hilfszeile beispielsweise deren Platz einnimmt, den normalerweise in einem Webbrowser schon die komplette URL einnimmt, bevor wir ja letztendlich hier überhaupt was machen können. Also letztendlich ist es ein bisschen performanter, es ist ein bisschen schöner, es ist ein bisschen schneller und es ist natürlich auch deutlich mehr Platz zur Verfügung. Dementsprechend würde ich dir empfehlen, das zu machen. Für meine mobilen Geräte habe ich dann das Ganze natürlich auch auf meinem iPhone installiert. Also falls du ein Apple-Device hast, kannst du dir das Ganze auch im App Store einfach runterladen. Und das Ganze ist auch synchronisiert. Sollten wir hier später noch Alarme setzen, dann ist es ja beispielsweise hier direkt auf der Desktop-Plattform, falls ich hier gerade online bin, falls ich gerade diese Plattform nutze, aber auch beispielsweise mein Handy bimmelt und auch meine Apple Watch bimmelt. Also ich werde alarmiert, um keinen meiner Trades zu verpassen, und das ist ja zum gegebenen Zeitpunkt schon durchaus relativ wichtig. Nachdem wir das jetzt erstmal haben, müssen wir uns jetzt fragen, okay, welche Daten zeigt TradingView mir jetzt eigentlich an? Und hier ist es wichtig zu verstehen, dass TradingView sehr viele kostengünstige Daten zur Verfügung stellt und wir tendenziell immer etwas sehen. Beispielsweise hier im Hintergrund habe ich gerade eine amerikanische Aktie, diese Aktie CRWD. Und selbst wenn du noch gar nichts gekauft hast, dann kannst du dir die rein theoretisch gerade schon anzeigen lassen. Hier müssen wir jetzt aber unterscheiden zwischen kostenlosen Daten oder echten Daten. Und natürlich gibt es Märkte, wo du auch sozusagen die echten Daten kostenlos hast, aber gerade wenn wir Richtung Aktien gehen, dann ist es häufig mit Kosten verbunden. Sind wir jetzt eher im Forex-Bereich, also würden jetzt hier sowas wie Euro, US-Dollar uns einfach anschauen, dann sind das durchaus die echten Daten, aber wir sehen auch schon, dass hier die Datenquelle FXCM ist. Das ist also auch ein Brokerhaus. Wir könnten hier auch direkt sehen, wenn ich das nochmal eingebe, Euro, US-Dollar, wir könnten das auch über Oanda machen, forex.com, und alle listen jetzt hier letztendlich den Euro, US-Dollar auf. Und hier gibt es die Daten umsonst, aber diese Daten stammen eben auch nur von diesem Broker. Und wie es eben auch im Forex-Markt so ist, sind sie nicht zentralisiert. Wenn wir jetzt also sowas wie den Aktienmarkt möchten, dann kann ich dir tendenziell auch zeigen, wie du diese Börsen abonnierst, damit du die echten Daten bekommst. Denn diese Aktie CRWD mit dem kompletten Volumen, mit den exakten Preisen,
ja, die handelt eigentlich an der Nasdaq. Das ist die amerikanische Technologiebörse. Und damit wir hier diesen originalen Wert bekommen, ja, dazu wollen wir dann eben auch die richtigen Daten haben. Denn wenn ich es nochmal eintippe, dann sehen wir CAWD. Und hier in TradingView siehst du direkt, dass es ein Stock ist, also eine Aktie ist. Und du siehst auch hier die Primärbörse. Und wir wollen immer Werte an der Primärbörse handeln. Und wir sehen auch, dass wir das rein theoretisch hier auch an der Mexican Stock Exchange, an der BMV machen können. Aber das ist bei weitem nicht die Primärbörse. Also es gibt viele Möglichkeiten, das Ganze zu handeln und dementsprechend gehen wir jetzt einmal in mein Konto, damit ich dir zeigen kann, wie man das Ganze dann abonniert. Dazu gehen wir jetzt hier oben rechts auf mein Profil, gehen auf Konto und Abrechnung. Und wenn wir auf Konto und Abrechnung gehen, dann öffnet sich das Fenster. Wir sehen jetzt hier mein Konto im Hintergrund und ich sehe, dass ich noch 318 Tage verbleibendes jährliches Premium-Abo habe. Hier die unterschiedlichen Börsen, die ich hier habe, sind beispielsweise die New York Stock Exchange, die Nasdaq, die CBOE. Und das funktioniert einfach, indem du hier auf zusätzliche Börsendaten klickst. Du hast die Möglichkeit, eben monatliche Abrechnungsweisen zu haben oder jährliche Abrechnungsweisen. Und wenn wir beispielsweise jährlich machen, dann hast du die Möglichkeit, da vielleicht ein bisschen zu sparen. Kannst du dir einfach anschauen, was du brauchst. Es gibt das komplette US Stock Markets Bundle, das inkludiert die New York Stock Exchange, das inkludiert die Nasdaq. Ja, die Nasdaq ist das, was ich ja hier gerade habe. Das inkludiert die New York Stock Exchange AK und so weiter und so fort. Ja, was ich persönlich habe, du siehst es ja bereits im Hintergrund, ich habe die Nasdaq, ich habe die New York Stock Exchange und ich habe die AK. Die drei braucht man. Und die drei kosten ja 3 mal 36 auf dem Jahr gesehen, also $118. Dieses Bundle gibt uns ein bisschen mehr, auch noch OTC-Werte braucht man aus meiner Sicht nicht, mir fehlt hier gar nichts, dementsprechend ja, muss man jetzt das Bundle nicht holen, das ist ja auch noch ein paar Cent teurer, also es reicht für mich, für meine Fälle völlig aus, hier die Nasdaq zu haben als amerikanische Börse, die New York Stock Exchange zu haben und die AK zu haben. Mit der AK können wir beispielsweise auch den S&P 500 als ETF uns anschauen, das wäre dann der SPY und der handelt eben an der AK. Wir können uns die Technologie-ETFs anschauen und so weiter und so fort. Ja, das also die Empfehlung, falls du da was Deutsches haben möchtest, dann kannst du natürlich auch ganz einfach aus den Ländern auswählen. Du kannst nach Europa gehen, du kannst hier in Deutschland beispielsweise die Xetra anzeigen lassen, du kannst dir hier dann die Stuttgart Stock Exchange anzeigen lassen, was auch immer du möchtest. Du packst es dir sozusagen in den Warenkorb und gehst dann raus. Auch hier wirst du sehr wahrscheinlich wieder gefragt, ob du ein professioneller oder nicht professioneller Trader bist. Und das ist ganz wichtig. Die Börsen stufen dich immer ein und schauen, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Sie werden dich natürlich dann auch häufig fragen, ja, welchen Arbeitgeber hast du? Und das hat nicht damit zu tun, dass sie sich kontrollieren wollen, sondern sie wollen nur wissen, ob du vielleicht für eine Bank arbeitest, denn dann solltest du eigentlich als professioneller Trader eingestuft werden. Wenn du für einen Hedgefonds arbeitest, dann kannst du nicht privat hier natürlich als nicht professioneller Trader auftreten. Auch das ganz wichtig. Ja? Das also hier im zweiten Schritt, wie wir, nachdem wir jetzt ein Abo-Modell vielleicht für uns ausgewählt haben, selbst wenn wir es vielleicht kostenlos gemacht haben sollten, wie wir tendenziell hier die Möglichkeit haben, Marktdaten hinzuzufügen. Und dementsprechend solltest du das noch nicht gemacht haben, ist das ja auch völlig in Ordnung, aber du weißt, warum auch im weiteren Verlauf hier unseres Tutorials vielleicht die Daten einfach anders aussehen. Das hat dann damit zu tun, dass bei dir beispielsweise nicht hier jetzt aktuell Nasdaq stehen würde, sondern was anderes. Und das, so kannst du dir es vorstellen, ist häufig dann die Komplettbörse, die Primärbörse und du hättest ganz, ganz kleine Ausschnitte davon und dementsprechend hast du nicht das komplette Volumen. Du hast große Gaps, Unterschiede eben auch im Preis, weil du nur sozusagen von ihm den Informationen bekommst, die uns eigentlich mit der Primärbörse zur Verfügung stehen. Super. Das heißt, wir haben jetzt erstmal verstanden, wie wir hier hinkommen und im weiteren Verlauf nutze ich hier gerade die Desktop-Version, die sich aber wie gesagt nicht von der Web-Version unterscheidet. Als erstes gehen wir jetzt einmal gemeinsam durch die Plattform und schauen, wo wir was finden. Hier an der linken Seitenleiste haben wir eine Menüleiste, die uns hilft, unterschiedliche Dinge zu machen. Wir haben hier
erstmal ganz oben Fahnenkreuz. Das bedeutet, wenn ich hier später über den Chart mit meiner Maus gehe, dann sehe ich immer, ja, wo ich gerade stecke. Wir sehen, durch das Fahnenkreuz haben wir natürlich eine Y-Achse. Unten sehen wir dann auch, okay, welches Datum markiere ich eigentlich damit, an welcher Position befinde ich mich. Und natürlich auf der X-Achse, wenn wir rübergehen, würde ich dann dementsprechend den Preis sehen. Das ist meine grundlegende Einstellung und die mag ich eigentlich am liebsten. Wir können auch noch einfach einen Punkt nehmen zusätzlich. Auch dann haben wir wieder das Fahnenkreuz. Wir haben auch die Möglichkeit, einen Pfeil zu nutzen. Wir sehen, dass wir dieses Fahnenkreuz immer haben, aber ich sehe auch gerne, wo ich tatsächlich bin. Dementsprechend würde ich das Fahnenkreuz nutzen. Wir haben auch sowas wie einen Radierer, falls wir später hier ja Annotationen auf dem Chart haben, dass wir das Ganze entfernen können. Meine Grundauswahl ist da eigentlich immer das Fahnenkreuz und daran ändere ich persönlich nichts. Dann haben wir hier die Möglichkeit, immer das erste Tool auch auszuwählen. Das siehst du bereits, wenn ich da drüber gehe. Und natürlich immer, wenn wir ein bisschen weiter nach rechts gehen, dann öffnet sich hier so ein Submenü, beziehungsweise wir sehen dann hier auch, dass wir weitere Tools angezeigt bekommen. Und wenn ich da auch wieder draufklicke, öffnet sich eben das weitere Submenü und wir können alles zu Linien sehen, zu Kanälen sehen und Pitchforks. Und wir haben hier die Trendlinien, wir haben Strahl, das sind also Zeichenwerkzeuge. Trendlinie kann ich irgendwo was in den Chart zeichnen und ich kann es auch wegklicken, wenn ich mit der rechten Maustaste das Ganze mache, oder ich kann es auch später einfach entfernen, wenn ich hier auf Entfernen klicke. Wir gehen weiter durch, wir finden hier unterschiedliche Werkzeuge, Fibonacci Retracement Tools, FIB, Zeitzonen, alles was eben FIB-basiert ist mit Fibonacci, Gann-Analysen und so weiter und so fort. Reiter tiefer, da sehen wir unterschiedliche Chartmuster, die wir nutzen können, um das Ganze einzuzeichnen. Wir haben Elliott-Wellen-Tools, wir haben zyklische Tools, zyklische Linien, Zeitzyklen, Sinuslinien. Darunter haben wir Projektion. Das ist hilfreich tatsächlich, wenn wir beispielsweise eine Long-Position aufmachen möchten, dann können wir uns hier das vielleicht sogar einstellen. Wir können sehen, was ist das Chance-Risiko-Verhältnis. Wenn ich jetzt beispielsweise hier heute einsteigen würde in diesem Chart, hier käme mein Stop hin, einfach mal angenommen, hier kommt mein Ziel hin. Welches Chance-Risiko-Verhältnis hätte das? Und man kann rein theoretisch sogar das Ganze noch einstellen, diesen Indikator bzw. dieses Zeichenwerkzeug, damit wir da drin schon automatisch unser korrektes Risiko ausrechnen könnten, also das Ganze tatsächlich schon als Positionsrechner nutzen könnten. Das ist also sehr, sehr praktisch. Und ja, du siehst auch hier noch volumenbezogene Werkzeuge, da zum Beispiel der verankerte VWAP, der ein Kernkonzept ist, den ich immer wieder lehre in unseren Ausbildungskonzepten, der also für mich persönlich sehr, sehr, sehr relevant ist. Und wir haben auch solche Messtools, die auch durchaus relevant sind. Damit kann man einfach immer Preisspannen messen und durchaus messen, wie groß war diese Bewegung, wie groß war diese Bewegung und natürlich auch im negativen Bereich. Das ist immer relativ schön, dass man sowas zur Verfügung hat, um eben auch damit gut arbeiten zu können. Wir kommen eine Position tiefer, damit Pinselwerkzeuge, Pfeilformen und so weiter. Wir gehen nochmal tiefer, da haben wir die Texttools, das T natürlich dafür repräsentativ. Auch da unterschiedliche Methoden. Ja. Wir sehen hier schon, es gibt immer eine Fülle an Tools innerhalb der unterschiedlichen Kategorien. Nicht alles ist notwendig. Ich halte es da relativ klassisch. Bei Text nehme ich Text, beim Pinsel nehme ich einen Pinsel und das war's. Dann haben wir sogar sowas wie Icons. Auch das relativ unwichtig aus meiner Sicht, aber natürlich kannst du das nutzen. Wir sehen hier auch gleichzeitig, dass wir was zum Messen haben. Auch hier kann ich wieder das Tool auswählen, irgendwo hingehen und das Ganze messen. Wir messen hier die prozentuale Veränderung, die absolute Veränderung. Wir messen hier die Balken, also wie viele Balken gab es tatsächlich auf diesem Weg. Und diese Balken, die haben natürlich auch ein Wochenende, der Chart hat ein Wochenende, die Börse hat ein Wochenende und dementsprechend waren das 63 Handelstage, 63 Balken, weil wir uns hier im Tageschart befinden und wir haben 91 Tage tatsächlich verbracht. Und das kumulierte Volumen, das wurde auch berechnet, das waren 3,5 Milliarden. Ja. Wir sehen nämlich hier unten vielleicht schon die Volumeninformation und das wurde kumuliert berechnet. Dann haben wir den Magnetmodus. Dieser Magnetmodus, der ist interessant. Und das Schöne ist auch hier, wir wollen ja auch selbstständig werden hier in TradingView. Wenn wir über etwas drüber gehen, dann kommen immer diese Tooltips.
Das ist eine programmierte Geschichte. Wir gehen also über etwas drüber, also es kommt ein Hilfshinweis. Und hier müssen wir dann einfach immer geduldig sein, denn dann kommt häufig ein Hilfshinweis und hier steht, der Magnetmodus zieht Zeichnungen, die in der Nähe von Preisbalken platziert sind, an die nächstgelegene Stelle. Und das würde jetzt bedeuten, würde ich jetzt irgendwo was zeichnen, sehen wir schon, dass mein Cursor oder dass hier mein Fahnenkreuz nicht mehr einfach dahin geht, wo ich gerade bin. Jetzt bin ich da gerade, wo ich bin, aber er wird verstehen, wo die Kerzen gerade im Hintergrund sind und wird die Open, High, Low, Close Information nutzen. Dazu aber später mehr, was Open, High, Low, Close ist. Du kannst dir einfach merken, ja, man kann hier tendenziell sauberer mitzeichnen, wenn man das möchte. Ich nutze es meist nicht. Dementsprechend auch das deaktiviert. Dann haben wir die Möglichkeit, im Zeichenmodus zu bleiben. Was bedeutet das jetzt? Kurzer Use Case, wir zeichnen etwas, irgendwas und ich muss es nicht jedes Mal neu anklicken, sondern ich mache das immer mit der linken Maustaste die ganze Zeit. Ich markiere und starte neu und ich bin die ganze Zeit hier in dem Tool, das ist gerade meine Trendlinie und ich kann die ganze Zeit weiter zeichnen. Ich könnte jetzt mit dem Rechtsklick aufhören und jetzt ist sozusagen das aktive Tool beendet. Ich bin nicht mehr im Zeichenmodus und habe jetzt aber eine Menge gezeichnet. Ja? Ansonsten würden wir das nicht nutzen, dann müssten wir jedes Mal wieder zeichnen und ich kann jetzt nicht mit dem Linksklick irgendwas machen, sondern ich klicke wieder in den Chart. Ich kann nochmal klicken und muss es nochmal auswählen und so weiter. Deswegen nutze ich das häufig und kann diesen Modus immer mit dem Rechtsklick eben beenden. Danach haben wir die Möglichkeit, die Zeichentools zu fixieren, damit wir sie nicht verschieben können. Wir können alle Zeichentools verbergen und wir können hier auch noch neue Zeichnungen in Chart-Layouts replizieren und das zeigen, wenn gleiche Ticker ausgewählt sind. Was das bedeutet, zeige ich dir später auch noch. Und wir haben eben die Möglichkeit, Objekte zu entfernen. Wir können Zeichnungen entfernen, wir können Indikatoren entfernen und wir können Zeichnungen und Indikatoren entfernen. Das möchte ich hier aber nicht machen und du wirst auch später noch ein anderes Menü kennenlernen, wie wir das Ganze auch noch anders gestalten können. Hier oben findest du nochmal meine Informationen zu meinem persönlichen Profil, in deinem Fall dein persönliches Profil. Wir haben hier nochmal diese Abrechnungsdinger, die wir vorher hatten, wenn du oben auf dein Profil gehst. Wir haben hier auch ein Hilfecenter, wir haben Benachrichtigungen. Wir haben auch immer mal einen Hinweis, was neu ist. Du siehst auch, dass sich dann immer wieder hier so ein Hilfecenter bei TradingView öffnen lässt, was ja ganz praktisch ist. Wir haben Farbdesign, was wir hier auswählen können. Das Zeichnungspanel, das nimmt uns natürlich Platz weg. Und ich mag es immer, gerade wenn du mehrere Charts später haben wirst, Platz zu sparen. Und wir können das machen, indem wir das zum einen hier entfernen natürlich, aber zum anderen wäre jetzt die Frage, wie bekomme ich jetzt eigentlich Zugriff wieder auf diese Tools? Muss ich dann jedes Mal wieder hier oben hingehen und das öffnen und das wieder öffnen oder kann ich mir irgendwie anders diese Tools auf meinem Bildschirm anzeigen lassen? Und die Antwort ist ganz klar ja und das ist hier diese schnelle Zugriffsleiste. Und wir würden das jetzt so machen im ersten Durchgang, dass wir dieses Panel erstmal öffnen, klicken hier hin und du würdest schauen, was möchtest du hiervon eigentlich haben. Und ich für meinen Fall möchte diese Trendlinie haben, ich möchte eine Unterstützungslinie haben, ohne dass du jetzt vielleicht erstmal weißt, was du möchtest. Du weißt aber, wo du es findest. Und wenn wir beispielsweise auch diesen Strahl haben möchten, dann können wir hier rechts hingehen und hier ist immer ein Sternchen. Und wenn ich dieses Sternchen drücke, dann markiere ich das als Favorit und dieser Favorit wird dann hier meiner Favoritenleiste zugefügt werden. Und so gehe ich durch die Tools mit der Nutzungsdauer. Irgendwann verstehst du für dich, was du vielleicht möchtest. Und dann musst du eigentlich nichts anderes tun, als hier unten hingehen. Ganz, ganz unten findest du dieses Sternchen. Und dieses Sternchen, das blendet deine Favoritenleiste ein und aus. Das bedeutet, von allen Funktionen, die ich dir gezeigt hatte, gab es ja ganz, ganz, ganz viele. Ja, ich könnte hier ganz, ganz viele Sachen nutzen. Icons kann man nicht nutzen, aber diese ganzen Tools, da könnte ich überall Sternchen setzen. Das möchte ich aber nicht, das brauche ich nicht. Und das sind die Tools, die ich regelmäßig nutze. Selbst davon nutze ich vielleicht 3, 4. Vor allen Dingen nutze ich den verankerten VWAP, was zum Zeichnen, was zum Messen, was zum Beschriften, vielleicht ein Pfeil und das war es in der Regel. Ja? Das bedeutet, wenn ich das einmal gemacht habe, wenn die Einstellungen soweit stimmen, ich verlinke das, ich habe den Zeichenmodus und ich habe hier meine Leiste aktiviert, dann kann ich eben auch einfach hier hingehen und sagen, ja, das ist einfach, das ist das, was ich möchte und ich
möchte jetzt das Zeichnungspanel entfernen, denn zukünftig ist das eigentlich mein minimiertes Zeichnungspanel. Und ich gehe bewusst auf dieses Zeichen, wo wir diese 6 Pünktchen haben, und wenn ich das hin und her schiebe, kann ich mir das immer so irgendwo hinschieben, wo es mich gerade nicht stört. Ich mache es meist irgendwo nach links, weil meist ja die Daten irgendwo rechts frisch sind und ich dann die Möglichkeit habe, von hier etwas auszuwählen, dir etwas hier zu markieren beispielsweise, und dadurch, dass ich ja noch im Zeichenmodus bin, wie wir gerade gesehen haben, kann ich jetzt einen Rechtsklick machen und quasi diesen Zeichenmodus deaktivieren. Und ich könnte jetzt auch die Zeichnung einfach nochmal anklicken und nochmal ändern. Und häufig wirst du dann auch, gerade bei diesen Zeichentools, Submenüs sehen. Also wenn du was ausgewählt hast, dann bekommst du automatisch ein neues Menü, wo du dann beispielsweise auch hier die Farben einfach ändern kannst, wo du auch die Dicke einfach hier dieser Linie verändern kannst, oder wo du auch eben die Möglichkeit hast, das Ganze zu löschen. Was hier diese ganzen Annotationen anbelangt, haben wir eben auch die Möglichkeiten, das Ganze immer für uns zu speichern. Grundsätzlich ist es so, wenn ich das jetzt einmal grün zeichnen will, dann merkt sich das TradingView eben, und das nächste Mal, wenn ich das wieder nutze, dann wird es wieder grün gezeichnet. Das ist relativ schön, denn in der Regel ist es ja so, dass du sagst, okay, die und die Farbe gefällt mir und dann möchte ich das in Zukunft auch so nutzen. Dann musst du es eigentlich nicht großartig einstellen, damit es in Zukunft so ist. Möchtest du aber unterschiedliche Vorlagen haben und einmal sagen, okay, du möchtest jetzt was Grünes haben, was nur 2 Pixel breit ist, aber du möchtest vielleicht auch was Orangefarbenes haben, was richtig dick ist, dann kannst du dir hier immer über dieses Zeichen Vorlagen erstellen. Diese Vorlage kannst du jetzt beispielsweise Orange 4 Pixel nennen, was auch immer. Ja, so könntest du es speichern und so könntest du später, nachdem du jetzt vielleicht hier nochmal draufklickst und das vielleicht ändern möchtest, könntest du jetzt hier einfach Orange wählen und musst jetzt nicht alle Werte ausnehmen. Kannst also hier einfach aus deinen Favoriten auch an dieser Stelle wieder wählen. Ich möchte das jetzt gerade löschen, diese Zeichenvorlage, und klicke Ja, um diese Zeichenvorlage zu löschen. Und wir lernen zum ersten Mal hier gerade auch das Submenü kennen. Mit dem Rechtsklick irgendwo in den Chart komme ich in dieses Menü und da finden wir auch Zeichnungen entfernen. Das mache ich dann, um hier aufzuräumen, und ich möchte nur die Zeichnung entfernen. Wir sind jetzt also erstmal bis hier oben gekommen. Hier oben kannst du immer das Symbol ändern. Das Symbol, wir sehen gerade, das aktuelle Symbol ist QQQ, und wir sehen hier dann auch in dieser Beschreibung, okay, QQQ, das ist ein ETF. Für eben welche Börse, darüber hatten wir bereits gesprochen. Wir sehen auch die Beschreibung dessen, wie das Ganze heißt. Und wir haben jetzt hier eben die Möglichkeit, alles Mögliche einzugehen. Wir können jetzt hier nach Apple einmal suchen, ja, und sehen jetzt unterschiedliche Werte. Später würde ich dir aber empfehlen, wenn du vertraut damit wirst, dass du eben ganz einfach diese Kurzform davon lernst. Und diese Kurzform führen dich nämlich häufig viel besser eben zu den Primärbörsen. Am Anfang ist das egal, wenn du also hier Tesla eingibst, dann siehst du, dass es ganz viele Teslas gibt, und da wäre für dich häufig relevant, dass du einfach schaust, wo ist diese primäre Börse. Denn du kannst eigentlich Tesla irgendwas überall handeln und dann wird es relativ schwierig, das richtige Symbol zu finden. Für dich dementsprechend wichtig, dass du eben diese Primärbörse findest, und Tesla wird an der Nasdaq-Börse gehandelt und deswegen ist Tesla das unique Symbol. Das nennt man Symbol oder Ticker, und Tesla, TSLA, das ist unique. Ja, das gibt es nicht sehr häufig, das gibt es hier noch an den anderen Börsen, aber wenn ich jetzt beispielsweise TSLA einfach eintippe und Enter klicke, dann werde ich automatisch zur Nasdaq-Börse auch geführt. Das gleiche wäre jetzt auch für AAPL. Und du siehst schon, dass ich nicht unbedingt hier oben reinklicken muss, um in diese Symbolsuche zu kommen. Ich kann sondern einfach einmal irgendwo in den Chart klicken, damit sozusagen die Benutzeroberfläche neutral ist. Und dann kann ich einfach meine Tastatur wählen und irgendein Kürzel eingeben. T. Und T. AT&T ist beispielsweise schon eine Aktie am amerikanischen Markt. Ich kann auch was suchen. ADS. ADS ist Adidas. Adidas ist die Primärbörse, die Xetra-Börse in Deutschland. Würde ich die jetzt also auswählen, dann sehen wir, dass ich hier auch bereits
alle Daten habe. Aber wir sehen hier beispielsweise auch oben, Markt ist geöffnet, aber die Daten sind verzögert. Warum ist das? Warum sind die Daten verzögert? Weil ich eben nicht die Xetra-Daten abonniert habe. Ich handle ausschließlich US-Aktien, ja, also habe mich dementsprechend auf diese NYSE, Nasdaq, ARCA-Daten fokussiert und dementsprechend muss ich auch die zusätzlichen Cent nicht für die Adidas oder für die deutschen Börsen eben hier zahlen. Also da immer ein bisschen drauf achten, was du eben hier siehst. Hier ist aber das Schöne, rein theoretisch werden mir die Daten sogar alle angezeigt. Sie sind eben nur zeitlich verzögert. Und wir sehen auch, dass sie eine Zeitverzögerung von 15 Minuten haben und auch hier hilft TradingView wieder zu verstehen, warum das so ist. Und ich hätte natürlich auch immer Hilfsartikel, falls ich da einmal nicht weiterkomme. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, wieder zu wechseln. Einmal eben über dieses Menü oder wie bereits kennengelernt, einfach irgendwas tippen. Wir gehen jetzt mal hier in den SPY, das ist der S&P 500 im amerikanischen Markt. Hier oben habe ich jetzt die Möglichkeit, ein Symbol hinzuzufügen oder zu vergleichen. Das ist dafür vielleicht ganz sinnvoll, dass ich einfach die Stärke von zwei Indizes miteinander vergleiche und dann habe ich die Möglichkeit, einen neuen Bereich zu machen, dieselbe Prozentskala oder eine neue Prozentskala zu machen. Ich mache jetzt mal die gleiche Prozentskala und jetzt wird es prozentual miteinander verglichen werden. Das nutze ich relativ selten. Tendenziell würde ich vielleicht einen neuen Charttyp daraus erstellen, um einfach zu sehen, was ist vielleicht stärker. Ja, man kann Sektorvergleiche machen. Dazu ist das schon durchaus praktisch. Auch da ist ein Tipp, wenn du dir jetzt nicht sicher bist, du testest am Anfang natürlich viel, wie mache ich jetzt was rückgängig. Von Textdokumenten kennst du häufig, dass du STRG Z drücken kannst, um zurückzukommen. Du hast hier auch die Möglichkeit, auch rückgängig das Ganze zu machen. Auch hier siehst du wieder STRG Z, oder eben direkt auf deinem Chart oder deiner Tastatur STRG Z drücken. Ich kann es auch wieder einfügen, auch das super gut möglich, dass wir hier ganz einfach mal was testen können und wissen, wie wir zurückkommen, bevor wir es vielleicht irgendwie ruiniert haben. Hier oben siehst du jetzt die Zeitvariablen. Wir haben jetzt hier gerade T steht für ein Tag. Ein M wäre ein Monat. Jede Zeitinformation, jeder Balken würde jetzt einen Monat repräsentieren. Dementsprechend siehst du hier unten, dass sich diese X-Achse natürlich ändert. Wir haben jetzt einfach direkt das Jahr 2023 bis 2024. Die Zeiteinheit ist sehr, sehr groß. Dementsprechend können wir jetzt weit zurückgucken und wir können hier wirklich bis 1993 zurückgucken. Je kleiner die Zeiteinheit wird, desto weniger können wir zurückgucken oder desto größer aufgelöst ist eben hier auch die Information. Du hast die Möglichkeit, hier raus zu wählen, musst allerdings aufpassen, je nachdem, wenn du gerade hier mit einem Basisplan startest, dann hast du nicht die Möglichkeit, beispielsweise hier den 65-Minuten-Chart zu nutzen, denn der 65-Minuten-Chart, der ist nicht gegeben. Dementsprechend musst du hier vielleicht gucken, indem du auch hier wieder das Submenü öffnest und einfach mal schaust, was möchtest du für eine Möglichkeit haben. Es gibt grundsätzlich die Unterschiede zwischen Sekundencharts. Ich kann tatsächlich jede Sekunde mir einen neuen Balken anzeigen lassen, alle 5 Sekunden. Ich kann mir Minutencharts anzeigen lassen. Auch hier habe ich wieder die gleiche Möglichkeit wie gerade schon kennengelernt. Ich kann, wenn ich beispielsweise häufig den 1-Minuten-Chart wählen möchte und hier oben einfach wählen möchte, kann ich das zu Favoriten hinzufügen. Also wir haben eine kleine Konfigurationsmöglichkeit, wie wir uns das Ganze auch anzeigen lassen. Wir haben dann die Stundencharts, das sind so die klassischen Charts. Wenn ich also vielleicht einen 65-Minuten-Chart haben möchte, dann nehme ich den 65 Minuten und ich füge das hinzu. Für mich ist es relevant, denn da einfach mal ein bisschen Hintergrundwissen. Eine US-Börsensession hat 390 Minuten und wenn ich die beispielsweise in 6 gleich große Abschnitte haben möchte, damit die wirklich jede Kerze die gleiche Größe hat, würde ich 390 durch 6 rechnen und komme immer auf 65 Minuten. Möchte ich das Ganze vielleicht in 5 große Balken haben, dann würde ich 78 Minuten wählen. Also komische Charts eigentlich, keine normalen Charts, aber das macht tatsächlich Sinn, gerade wenn man hingeht in amerikanischen Börse. Also vielleicht auch der 78-Minuten-Chart etwas für mich, den ich mir anschauen könnte. Jede Kerze hat den gleichen Abstand. Alle 78 Minuten und dann öffnet der Markt, dann schließt der Markt. Das wäre also etwas, was man tatsächlich nutzen kann.
Ja, normalerweise kennen wir sowas wie einen 4-Stunden-Chart im Forex-Bereich, einen 2-Stunden-Chart, Stunden-Chart. Aber gerade bei US-Börsen würde ich dir niemals den Stundenchart empfehlen, ja, weil die Zeitabstände nicht gerade aufgehen. Ja, wir haben dann eine Kerze, die auf jeden Fall kürzer oder länger ist. Also der Stundenchart an der US-Börse ist eigentlich der 65-Minuten-Chart. Hier lernst du also nicht nur TradingView, sondern auch noch Trading-Wissen. Das dazu. Wie gesagt, für dich sind nicht alle verfügbar. Immer wieder, wenn du denkst, woran liegt das, geh vielleicht nochmal zurück an die Stelle, wo du eben auch da das miteinander vergleichst. Denn gerade an der Stelle findest du deutliche Unterschiede und wir könnten das ja vielleicht da auch nochmal sehen, dass du da nicht die eigenen Zeiteinheiten anlegen kannst. Wenn wir rübergehen, dann sehen wir jetzt hier die Kerzen. Wie wird das eigentlich repräsentiert, was wir hier gerade im Hintergrund sehen? Und was ist das eigentlich? Wir haben hier die Möglichkeit, Kerzencharts anzeigen zu lassen. Das wären einfach die Kerzen. Auch bei mir favorisiert und du siehst, ich versuche an jeder Stelle, alles was redundant ist, alles was ich irgendwie gar nicht brauche, mache ich weg. Also ich lasse mir jetzt hier auch nicht alle anzeigen, denn ich nutze die nicht. Ich nutze Kerzencharts. Kerzencharts sind solche Charts, die eben 4 Informationen zeigen. Ja, in der Regel wird grün damit repräsentiert, dass das Handelsgeschehen an diesem Tag hier, in dieser Zeiteinheit, die wir gerade anzeigen, dass es nach oben ging. Soll bedeuten, der Markt öffnet, Käufer kaufen etwas, der Markt steigt und schließt zum höheren Preis. Umgekehrt würde es häufig rot dargestellt werden, wenn der Markt öffnet und dann der Markt eben tiefer schließt. Ja, also der Eröffnungspreis ist höher eben als der Schlusskurs. Was passiert jetzt aber alles mit den Informationen, die sozusagen nicht der Open sind und der Schlusskurs sind? Ja, das ist das Handelsgeschehen außenrum. Das soll bedeuten, wenn wir jetzt hier mal diese Kerze haben, dann sehen wir, sie ist rot, also ist hier der Öffnungspreis. Und an dieser Stelle siehst du auch, wie mein Fahnenkreuz ins Spiel kommt. Ich bin genau auf dieser Kerze und hier oben ändern sich diese Werte. Und hier können wir schon ablesen, was das exakt für Werte sind. OHLC. O steht für Open, das ist der Öffnungspreis. Das ist dann hier dieser Preis gewesen, diese 473,96. Dann haben wir das Hoch. Dieses Hoch wird bei Kerzencharts immer als so eine Lunte dargestellt, wie so einmal ein Körper, den wir haben, dieses prall gefüllte. Und dann haben wir so eine Lunte oder ein Docht, wie auch immer man das nennt. Da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen für. Wichtig ist, dass du einfach weißt, was es ist. An diesem Fall ist das sehen wir auf dieser Höhe, der höchste Preis, also ist auch hier das Hoch gewesen. Ja, dadurch können wir sehen, es gab erstmal eine Eröffnung, wir sind weit hoch gegangen, aber später haben wir sehr tief geschlossen. Das lässt uns spekulieren, wie es auch innerhalb des Tages tatsächlich ausgesehen hat. Dann haben wir noch die Information des Tiefs und des Schlusskurses, alles hier abzulesen. Umgekehrt, beispielsweise bei diesem Tag haben wir hier eröffnet, wir haben auch höher eröffnet als der Vortag, der hier geschlossen hat. Ja, woran erkenne ich das? Weil es grün ist, weil ich den Körper mir angucke. Ich sehe auch an diesem Vortag ist es so hoch gegangen. Ich sehe, es ist so tief gegangen. Wir haben aber hier eröffnet und wir haben hier geschlossen. Ein ähnlicher Chartentyp, den wir haben, das ist der Balkenchart. Der ist eigentlich nichts anderes. Ja, in meinem Fall ist er jetzt nur farblich anders markiert. Die Abwärtsfarbe habe ich lila. Wir könnten das einmal ganz schnell schon mal rot machen und wir könnten das grün machen. Da siehst du also auch schon, wie ich die Chartentyps verändere, indem ich einfach doppelt draufklicke und bei der Aufwärtsfarbe was verändere und bei der Abwärtsfarbe. Und jetzt haben wir schon mal ähnlich gemacht. Auch hier haben wir wieder die Information. Hier haben wir eröffnet. Ja, das ist hier durch diesen linken kleinen Fitzel sozusagen gekennzeichnet. Wir sehen, wie tief es gegangen ist und wir sehen, wo es geschlossen hat und wie weit es gegangen ist. Also das ist ziemlich identisch, nur dass wir das nicht mit Körpern machen, sondern mit die Eröffnung zeigt nach links, der Schlusskurs zeigt nach rechts. Ja, die Eröffnung zeigt nach links, der Schlusskurs zeigt nach rechts. Also hier ist das, die gleichen Informationen sind vorhanden. Und jetzt können wir das auch schnell sehen, dass sich das eigentlich nur mit Farbe füllt. Ja, ich mag diese Ansichtsweise und dementsprechend nutze ich die in der Regel auch und Balken nutze ich nicht. Hollow Candles ist nichts anderes als das, was wir auch hier haben, nur dass wir eben die Möglichkeit haben,
eben ja, diesen Körper nicht unbedingt ja, auszufüllen, wenn wir das nicht möchten, sondern da einfach auch ein bisschen ja, von der Optik anders zu arbeiten. Aber eigentlich ist es genau das Gleiche, nur dass es ein bisschen visuell anders dargestellt wird. Eine Linie, die nutzt eigentlich immer nur die Schlusskurse. Ja, wir haben ja auch hier kennengelernt, dass wir Schlusskurse haben. Immer, ja, hier ist jetzt der Schlusskurs, hier ist der Schlusskurs, hier ist der Schlusskurs von der roten Kerze und so weiter. Und hier würden wir nur diese Schlusskurse miteinander verbinden. Wo wir also vorher eigentlich pro Kerze 4 Informationen haben, Open, High, Low, Close, haben wir jetzt an dieser Stelle nur eine Information, immer nur dieser Close. Also stell dir das vor, du machst so ein Bild mit einem Kind, ja, so von 1 zu 2, von 3 zu 4 und so weiter, und du zeichnest es und hier wird es einfach nur von Close zu Close zu Close. Dadurch haben wir natürlich erstmal total minimalistisches Bild, und gerade für langfristige Charts ist es vielleicht eine schöne ja, Repräsentation von längerfristigen Trends, und da ist es gar nicht so wichtig, was ist eigentlich an dem Tag passiert. Dafür kann das ganz gut sein, diese Visualisierung, auch einfach schlicht zu sein, aber wenn du wirklich was analysieren möchtest, dann würde ich davon auch abraten. Ja, dann haben wir sowas wie Flächencharts. Das ist nichts anderes als ein Linienchart, nur dass die darunterliegende Fläche nochmal ausgezeichnet wird. Auch das ist schön. Ja, das sehen wir häufig, gerade auch in unterschiedlichen Designvorlagen bei unterschiedlichen Apps, dass das genutzt wird. Aber für eine Analyse ist das jetzt eigentlich auch nur etwas, ja, was wir häufig nicht nutzen und so weiter und so fort. Dann haben wir Bereiche. Ja, es gibt viele Abweichungen davon, auch spezielle Formen. Viele nutzen Heikin Ashi. Renko-Charts, Line-Break-Charts, alles ist hier vertreten, alles, was du vielleicht nutzt. Ich bin da ganz klassisch, ich nutze die Kerzencharts und das war es an der Stelle. Dementsprechend habe ich auch keine anderen Favoriten ausgewählt und ja, halte es hier oben auch wieder klassisch. Hier haben wir die Möglichkeit, Indikatoren als nächstes hinzuzufügen. Da gibt es auch wieder ein klassisches Suchfenster. Ja, wir könnten sowas Klassisches nutzen wie volumengewichteter Durchschnittspreis, das ist der VWAP, den ich aber nur für Intraday-Charts beispielsweise nutze, aber wir würden ihn direkt finden. Da ist so der kleine Nachteil, dass einige Indikatoren übersetzt sind auf Deutsch, andere wiederum, die sind eben ja, nicht übersetzt. Das heißt, manchmal würden wir in SMA suchen. Wir können also, SMA ist ja ein einfacher gleitender Durchschnitt. Den würden wir eigentlich als Simple Moving Average suchen. Wir finden ihn hier als einfach gleitender Durchschnitt. Das ist also ein Indikator, den ich häufig tatsächlich nutze, aber wo wir gleich dann noch drauf eingehen werden, wenn wir Chart-Layouts bauen. Hier also die Möglichkeit, unterschiedliche Indikatoren zu finden und auch favorisierte Indikatorvorlagen zu machen. Ja, das können wir uns anschauen. Das bedeutet, wenn ich hier einen Favoriten hätte, von irgendwelchen Indikatoren, kann ich den auch wieder hier rechts, hier rechts ein Sternchen geben, und dann kommen die eben auch in meine Vorlage hier wieder für alle, die ich irgendwie gut finde, gut fand, was auch immer. Wir haben die Möglichkeit, Alarme zu setzen, hier oben über diese Schaltfläche. Du wirst später noch sehen, an anderer Fläche auch, das schon mal ganz rudimentär, wo du es findest. Und wir haben Wiedergabemodus. Der ist relativ schick. Wir klicken drauf und wir können sozusagen an beliebigen Zeitpunkt zurückspringen. Die Daten rechts davon entfernen sich und ich habe hier die Möglichkeit, da den Markt nochmal nachspielen zu lassen. Ich habe sogar auch eine rudimentäre Möglichkeit, jetzt beispielsweise zu sagen, okay, hier habe ich gekauft und zum höheren Zeitpunkt verkaufe ich. In diesem Fall wusste ich natürlich, dass es passiert, aber sieht natürlich trotzdem nicht schlecht aus. Ich habe eine Aktie oder einen ETF in dem Fall gekauft, habe ich eine Erfolgsquote von 100% und so weiter und so fort. Das ist also der Wiedergabemodus. Auch dazu habe ich bereits einige Videos gemacht, wenn dich das näher interessiert. Hier, wie vorhin gezeigt, sobald wir auch was einzeichnen oder so, haben wir die Möglichkeit auch rückgängig zu machen oder auch andere Einstellungen. Wenn wir hier Layouts verändern, haben wir immer die Möglichkeit, hier zum letzten Stand zurückzugehen. Hier oben rechts kommen wir so langsam dahin, wie unser Layout eigentlich aussieht. Wir haben hier gerade die Möglichkeit, einen Chart anzuzeigen. Aber je nachdem, wenn du ja vielleicht auch schon besseren oder größeren Plan hast, hast du die Möglichkeit, dir auch beispielsweise unterschiedliche Layouts anzuzeigen. Soll bedeuten, in diesem Layout habe ich zwei Werte nebeneinander. Ja, ich habe auf der linken Seite einen Tageschart und auf dieser Seite habe ich einen 30-Minuten-Chart. Das wäre also möglich, indem ich hier oben drauf klicke und einfach auswähle, ich möchte vielleicht zwei Charts nebeneinander. Und wir sehen schon, dass die quasi
vertikal gesplittet sind und ich hätte hier die Möglichkeit, alles miteinander zu tun. Gleichzeitig hätte ich in diesem Fall auch die Möglichkeit, das Symbol miteinander zu synchronisieren. Soll bedeuten, wenn ich hier irgendwo einfach Tesla eingebe und auf die Aktie Tesla umändere, dass das miteinander synchronisiert ist. Wenn das nämlich nicht miteinander synchronisiert ist und ich quasi Linksgrad ausgewählt habe, was wir dadurch sehen, dass der Rand hier markiert ist, wähle ich rechts aus, ist dieser Rand markiert, dann, ja, und ich ändere jetzt den linken sozusagen auf Apple, verändert sich der rechte nicht. Ja, deswegen habe ich immer das synchronisiert. Ja, es gibt Vorteile, wenn wir eine gleiche Analyse machen, dann synchronisiere ich es. Möchtest du dir ganz viele auf einem Bildschirm anzeigen, dann synchronisierst du das natürlich nicht. Ja, genau, das ist erstmal das. Und auch hier hast du die Möglichkeit, unterschiedliche Dinge miteinander zu kombinieren. Für mich ist das meistens nur das Symbol. Das Intervall synchronisiere ich in der Regel nicht, weil ich ja das bewusst unterschiedlich habe. Hier rechts daneben, da hast du die Möglichkeit, immer drauf zu klicken, um das Ganze zu speichern. Ja, das habe ich bislang noch nicht benannt, das habe ich frisch gemacht. Und dementsprechend könnte ich jetzt einfach sagen, ich möchte das erstmal benennen. Und dieses zu benennen, müssen wir mal ganz kurz schauen, wie wir es machen. Hier auf Umbenennen. Das ist also Tutorial Trading View. Und ich speichere das Ganze. Jetzt siehst du also immer schon, wie das Ganze heißt. Du klickst drauf, um es zu speichern. Du hast auch die Möglichkeit, Autosaves zu wählen. Also alle paar Sekunden wird das automatisch gespeichert, was gut ist. Solltest du jetzt also hier eine Zeichnung machen, dann sehen wir für einen kurzen Moment, dass hier Speichern stand, wo ich es manuell auswählen kann. Dadurch, dass ich aber Autosave ausgewählt habe, speichert er regelmäßig und ich muss mir darum eigentlich keinen Kopf machen. Wir gehen weiter runter, wir können eine Kopie davon erstellen. Häufig arbeiten wir mit Kopien und könnten sagen, okay, das gefällt mir sehr gut. Ich möchte eine Abwandlung eben von diesem Layout bauen, aber ich möchte es nicht immer ändern müssen. Deswegen mache ich vielleicht einen Typ, wo ich jetzt sage, Tutorial Trading View Version 2 oder helle Version oder dunkle Version oder was auch immer. Dann würde ich eben einfach eine Kopie erstellen. Und ich würde jetzt sagen, okay, ich möchte eine Light-Version machen, Light, also hell, um vielleicht den Hintergrund zu ändern, ja, um auch das einfach mal zu ändern, was auch immer es gerade ist. Ja, würde ich auf OK klicken und schon habe ich eine Kopie davon gespeichert. Wir sehen gerade wieder, ich habe was eingezeichnet, es steht kurz Speichern da, aber es ist jetzt schon gespeichert. Und auch wenn wir hier wieder drüber gehen, dann steht da alle Änderungen speichern. Ich kann nirgendwo draufklicken, habe ich das nicht. Dann bleibt das die ganze Zeit auf Speichern, aber auch bevor du die Applikation verlässt, wird TradingView dich fragen, ob du das Ganze noch speichern möchtest und dass es sozusagen Speicherstände gibt, die nicht vorhanden sind. Und du siehst auch hier schon, ich kann hier auf Speichern klicken. Hier rechts daneben, da hast du eine Schnellsuche und diese Schnellsuche ist sozusagen eine Suche, die alle Bereiche umfasst. Ja, wir können mal gucken, was da geht. Und wir sehen vor allen Dingen, wenn wir jetzt Apple oder sowas eingeben, geht das nicht. Deswegen, es sind Tools oder Funktionen. Es sind Tools oder Funktionen. Das ist eine zusätzliche Suche, die sie eingefügt haben. Ich, ganz ehrlich, habe sie selten benutzt und dementsprechend kannst du schauen, ob du die benötigst. Ich benötige sie nicht. Hier rechts daneben hast du auch die Möglichkeit, zu den Chart-Einstellungen zu kommen. Ja, dafür immer dieses Zahnrad. Und du kommst auf Chart-Einstellungen. Ein anderer Weg, wie wir es ja vielleicht auch schon gemacht haben, ist einfach ein Rechtsklick in den Chart und hier unten auf Einstellungen. Das Schöne ist, häufig können wir durch diese kleinen Icons das auch herausfinden. Wir würden also hier beispielsweise sehen, wir haben das Zahnrad und dieses Icon ist exakt das gleiche und führt uns auch wieder zu diesen Chart-Einstellungen. Und in diesen Einstellungen, ja, darüber sprechen wir jetzt an dieser Stelle, haben wir unterschiedliche Möglichkeiten, hier den Chart einzustellen. Bevor wir das aber machen, gehen wir noch einmal außen rum und dann kommen wir wirklich dazu, dass wir auch mal den Hintergrund verändern werden. Wir haben also hier die Chart-Einstellung, sprechen da sofort drüber. Wir haben hier die Möglichkeit, einen Vollbildmodus zu machen, wo wir das komplette Bild einnehmen würden. Ja, können das einmal machen und können das, indem wir jetzt die Escape-Taste drücken, können wir das wieder verändern. Ja, mache das einmal, komme wieder komplett zurück und habe das verändert. Hier rechts daneben, relativ praktisch, gibt es Snapshots. Snapshots sind Abbildungen, die wir speichern. Wir können den aktuellen Hintergrund sozusagen fotografieren, ja, digital als Screenshot und herunterladen. Wir können ihn hier herunterladen. Wir können ein Bild kopieren.
Kopieren bedeutet, ich klicke hier drauf und ich kann jetzt das irgendwo in einen Chat einfügen. Ich kann das in ein Dokument einfügen, wo auch immer mit Steuerung V oder Rechtsklick einfügen. Ich kann sogar hier einen Rechtsklick machen und, glaube ich, einfügen klicken. Und ja, es steht hier, das eingefügte Bild ist viel zu groß. Aber das ist ein verstecktes Feature, was TradingView eigentlich mitbringt, dass ich Fotos aus anderen Programmen auch hier einfügen kann, um vielleicht was zu zeigen. Ja, an dieser Stelle habe ich einen Tweet gehabt vielleicht und ich kann das hier rein kopieren und ich könnte sozusagen ein Bild sogar noch in den Chart kopieren. Wir gehen hier zurück, haben ein Bild kopieren, wir können auch einen Link eben hierzu kopieren, den ich dann beispielsweise mit unseren Ausbildungsteilnehmenden teile oder ich teile das Bild als solches, ich kann es auch in einem neuen Tab öffnen oder ich kann es auch direkt von hier aus tweeten. Also gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Veröffentlichen, das ist immer, wenn ich eine Idee veröffentliche, ja, beispielsweise unterschiedliche Ideen bereits veröffentlicht und du jetzt auch die Möglichkeit, private Ideen zu veröffentlichen oder auch eben öffentliche Ideen zu veröffentlichen. Es gibt auch die Möglichkeit, Livestreams zu machen, Ideen zu teilen, Videoaufnahmen oder eben einfach normale Ideen veröffentlichen. Wo wir jetzt hier den Chart präpariert hätten, würden wir jetzt sagen, Long im SPY, ich würde meine Idee hier beschreiben, Idee und so weiter und so fort. Ich wähle eine Kategorie aus und könnte es veröffentlichen und die ganze TradingView Community könnte das sehen. Das mache ich ab und zu mal. Ich fokussiere mich eben auf meine Arbeit, auf mein persönliches Trading und auf die Ausbildung meiner Ausbildungsteilnehmenden und dementsprechend mache ich das nicht so häufig. Ab und zu, dass du da auch auf meinem Profil neue Ideen sehen könntest, die aber eigentlich häufig eben dann ausbildungstechnischer Natur sind und keine expliziten Handelsideen darstellen. Jetzt abschließend hier auf der rechten Seite sehen wir hier einmal die Watchlist, dazu später mehr. Wir sehen die Alarme, den Objektbaum, wo wir sehen, welche Objekte gibt es eigentlich. Wir haben hier noch das Datenfenster, auch da musst du aufpassen, wenn du hier rechts das wählst, hast du häufig trotzdem noch die Möglichkeit, gewisse Dinge auszuwählen. Und hier würden wir durchaus das gleiche sehen wie hier die Open, High, Low, Close Information, aber auch zusätzlich die individuellen Werte der Indikatoren, die wir dort haben. Wir haben hier noch die Top-Listen. Die Top-Listen geben uns auch die Möglichkeit, Aktien auszuwählen und wir haben hier direkt die Möglichkeit, für US-Börsen Volumengewinne auszuwählen, Veränderung prozentuale Gewinne und so weiter und so fort. Viele, viele Listen und du kannst dir das Ganze natürlich auswählen. Solltest du irgendwie in Deutschland was haben, dann kannst du dir dafür die Xetra-Listen anzeigen lassen, um hier auch schon eine Auswahl zu haben, was hat sich eigentlich am meisten bewegt, wo standen wir da gestern. Ja, also eine tolle Idee, dass wir hier nicht nur das Charting miteinander kombinieren, sondern gleichzeitig auch eine gewisse Aktienauswahl vornehmen. Wir haben hier Kalender, auch da haben wir wieder die Möglichkeit, den Kalender eben für uns zu adaptieren. Möchte ich US-Kalender haben, was brauche ich hier eigentlich? Ja? Und wir sehen hier, dass hier unterschiedliche Werte drin sind. Spanien brauche ich jetzt nicht hier unbedingt, Japan brauche ich hier nicht unbedingt, was auch immer. Ja, es gibt auch auf Standardeinstellungen zurückstellen, dann wäre das wieder alles drin und wir würden dann sehen, heute ist der 9. Januar um 14:30 Uhr, da haben wir Balance of Trades und so weiter und so fort und wir können das noch aufmachen. Wir können dann dementsprechend den Chart öffnen und wir können auch zum Kalender hinzufügen klicken, was ziemlich cool ist, weil wir jetzt hier eine Connection hätten direkt mit unserem persönlichen Kalender. Wenn wir in Google eingeloggt sind beispielsweise, können wir das in unseren persönlichen Kalender übertragen. Wir haben jetzt hier die Ideen. Das war das, was ich hier veröffentlicht habe. Das war beispielsweise hier auch ein Beispiel für meine Analyse, wie ich das gemacht habe. Habe hier gesagt, okay, wir sind nach Earnings, ich würde hier long gehen und das war keine schlechte Idee, glaube ich, weil es exakt das war, was ich auch in den letzten Videos gezeigt hatte, dass wir eben so gute Einstiege finden. Das ist also eine Idee, wie man das hier veröffentlichen kann und wie man gleichzeitig aber auch seine persönlichen Ideen sieht und auch sieht, wie die Community da eventuell darauf reagiert hat. Wir haben hier Chats, es gibt öffentliche Chats und es gibt private Chats, wo man sich mit anderen austauschen kann. Es gibt einen Ideenstream, wo unterschiedliche Leute Ideen machen. Auch das war ja wieder, wenn ich was veröffentliche, kann ich eine Idee, einen Gedanken mir veröffentlichen und das würden wir hier alles sehen. Ich persönlich nutze das nicht, ganz wichtig, das ist jetzt ein Trading-Tipp, kein TradingView-Tipp, aber lass dich nicht irgendwie
beeinflussen. Ja? Werde so gut, dass du deine eigenen Trades planst und dass du dein eigenes Trading machst, und dann brauchst du auch keine externen Ideen. Vielleicht als Nachbereitungsprozess, um zu gucken, was war von jemandem die Idee, was ist die Strategie, macht die für meine persönliche Strategie Sinn, aber sonst versuche ich diese externen Einflüsse, die durchaus hier mitkommen und die durchaus natürlich auch sehr schön sind von TradingView, aber sie sollen zumindest nicht meine persönliche Handelsentscheidung irgendwie zumindest negativ beeinflussen, und deswegen versuche ich so wenig wie möglich irgendwelchen Leuten zu folgen, um mich da irgendwie beeinflussen zu lassen. Dann kommen wir hier nochmal ganz unten hin abschließend, bevor wir eintauchen in den Chart. Wir sehen hier unten das Trading Panel, wir sehen den Strategietester, Pine Editor und Aktienscreener. Das Trading Panel, da sprechen wir später drüber, Strategientester. Da kannst du später eigene Strategien erstellen und die dementsprechend testen. Der Pine Editor, das ist der versteckte Editor, mit dem du eben die Programmierung in TradingView selber machen kannst, wenn du eigene Indikatoren schreiben möchtest, wenn du eigene Skripte erstellen möchtest. Auch da am Ende dieses Videos ja bereits der erwähnte Dashboard-Indikator, den ich für dich programmiert habe, den ich über das Pine-Skript geschrieben habe und den du dann ganz einfach auch selbst als Indikator hinzufügen kannst. Und wir werden auch noch über das Aktien-Dashboard sprechen. Wir wollen jetzt vor allen Dingen über Layout sprechen und wir wollen den Chart ändern. Wir gehen hier hin und wir wollen vor allen Dingen jetzt Änderungen in dem Chartbild vornehmen. Vor allen Dingen wollen wir ja die Möglichkeit haben, wie erstelle ich jetzt diesen unterschiedlichen Chart. Du siehst jetzt schon, hier ist der Chart, wie ich es regelmäßig mache. Ja, manchmal 2, manchmal 4 Charts, wenn ich mir das Ganze hier angucke mit vorbörslichen Daten und so weiter. Anders, andere Indikatoren und so weiter. Wir wollen jetzt als allererstes Ordnung schaffen. Und was ich hier so ein bisschen unschön finde, ist erstmal, dass das Volumen hier, es wird zwar angezeigt und das ist ein Indikator, den ich immer wieder nutze. Ich möchte dadurch sehen, wo gibt es viel Volumen, wo gibt es wenig Volumen. Aber ich sehe auch nicht, wie viel Volumen ist es eigentlich. Warum? Weil dieser Volumenchart hier unten keine eigene Achse hat. Und wir sehen hier in diesem Submenü, wenn ich diese Legende öffne, dass wir das Volumen haben, aber dieses Volumen ist Bestandteil unseres Hauptcharts. Dementsprechend möchte ich hier drauf gehen, ich möchte hier draufklicken auf diese 3 Punkte und ich möchte hier drauf gehen auf Bewegen nach neuer Bereich unterhalb. Dadurch habe ich einen neuen Bereich geschaffen. Ich mache diesen kleiner, indem ich einfach hier diesen Abschnitt halte. Ich könnte den auch größer ziehen. Und dadurch habe ich eine neue, sozusagen Subchart geschaffen. Und wir sehen, dadurch ist hier oben auch der Indikator nicht mehr zugehörig zu QQQ. Und hier ist das Volumen allein. Und jetzt, wenn ich drüber scrolle, sehe ich auch hier unten immer direkt den jeweiligen Wert, was super cool ist. Was die Chartskalierung anbelangt, da ist es so, dass wir eben hier immer, wenn wir hier drauf gehen, für jeden Chart die Möglichkeit haben, Auto zu klicken. Und das gleiche auch für das Volumen. Das ist relativ wichtig, denn wenn du es nicht auf Auto hast und beispielsweise immer wieder selber machst, dann siehst du, dass der Chart nicht skaliert für alle möglichen Informationen, die wir haben. Und dann siehst du sowas und du fragst dich, ja, hier unten sind wir bei 120, ich sehe das nicht vernünftig. Deswegen ist das meine Standardeinstellung. Und immer wenn das Bild so ein bisschen verschoben ist, ich mache es also gerade manuell, dass ich hier an dieser Y-Achse hoch und runter mit gedrückter Maustaste das hoch mache. Und dann haben wir direkt diesen Modus beeinflusst und danach wäre es falsch. Ich kann es gleichzeitig aber auch machen, indem ich einen Doppelklick auf diese Achse mache. Dann komme ich auch wieder in diesen Automodus. Auch hier ist es so, beim Volumen Doppelklick und dann wird es relativ zu allen verfügbaren Daten skaliert, was sehr, sehr, sehr schön ist. Wir haben zusätzlich die Information, auch logarithmische Darstellungsweisen zu wählen. Das nutze ich persönlich, wenn wir uns ganz langfristig etwas angucken. Wenn wir uns das jetzt also über mehrere Wochen anschauen würden, dann gucke ich mal, wie sich das logarithmisch darstellt. Für all diejenigen, die es nicht wissen, logarithmische Darstellungsweise würde einfach bedeuten, diese Abstände, wie hier das Ganze auch gerastert wird, das ist prozentual das Gleiche. Also der Sprung von 253 auf 65 ist prozentual exakt das Gleiche wie von 340 auf 360 oder von 68 auf 175. Dadurch bekommen wir einen besseren Einblick, ja, ist es zu hoch, ist es zu tief? Ja, ist es nicht, weil die Abschnitte gleich sind. Wenn wir jetzt das aber allerdings uns nicht logarithmisch angucken, würden wir denken, das ist eine absolute Blase. Wir würden
es absolut betrachten, aber nicht eben hier prozentual. Und dementsprechend müssen wir sagen, es ist ein sehr langfristiger Aufwärtstrend seit 2009, eben seit dieser Finanzkrise, seitdem sie überstanden wurde. Und es ist ein sauberer Aufwärtstrend mit prozentual okay Rücksetzer, eben wie wir das auch hier hatten, nicht ganz so stark. Aber wir können es ein bisschen mehr in den Kontext setzen. Also persönliche Empfehlung, längerfristige Charts durchaus mal machen, um Kontext zu bekommen. Ansonsten weißt du einfach, wo es ist. Und wir haben eigentlich immer diese Werte auf automatisch stehen. Wichtig auch noch ist, und das kann passieren, wenn du irgendwelche Indikatoren später anzeigst, dass wir einmal diese Achse vorbereiten. Und ich sage immer Auto am Bildschirm angepasst, das ist eben dieses A. Ich sage aber weiterhin nur den Preischart vergrößern. Du würdest also einen Rechtsklick eben auf diese Achse machen und sagst nur den Preischart vergrößern. Weil was passiert, wenn ich beispielsweise einen Indikator benutze, den wir ganz woanders haben. Ja, ich mache den mal hier hin, dann ist dieser Indikator ja gerade an diesem Wert. Habe ich das also gerade nicht, versucht TradingView mir immer diese Indikatorinformation anzuzeigen. Und das ist letztendlich das Gleiche, wie ich habe diesen automatischen Wert aus, ja, weil etwas anderes meine Skalierung hier beeinflusst. Und das kann ich umgehen, indem ich sage, ja, es ist schön, dass der Indikator da ja ist, aber er ist so weit weg, ich muss ihn nicht sehen. Ich will wirklich also nur den Preischart vergrößern. Ja, das ist also mein Tipp an der Stelle, damit du das da sehr sauber hast. Du hast dann die Möglichkeit, den Preischart zu invertieren. Das soll bedeuten, häufig, ja, das mache ich, wenn wir Trading lernen, dann sage ich, wie wäre das im Short-Fall gewesen, wie wäre das im Long-Fall gewesen. Und das Tolle ist, wir können das einfach mal sagen, ja, würde ich jetzt noch kaufen? Ja, ich würde im Aufwärtstrend kaufen, natürlich. Aber würde ich auch in fallenden Kursen kaufen? Nee, jetzt würde ich nicht empfehlen zu kaufen. Also wir können bewusst das als Trainingsmethode nutzen, mal diese Skalen zu invertieren, einfach nur um zu sehen, wie wäre es gewesen, wenn das jetzt ein Abwärtstrend gewesen wäre. Wir gehen noch mal rein, brauchen wir sonst noch was? Nein. Skala nach links bewegen, das ist individuell. Möchtest du also hier diese Achse lieber da haben, dann kannst du die natürlich auch nach links bewegen. Beschriftung, habe ich diese Werte vorhanden und Linien, habe ich die Preislinie. Ich habe die Pre- und Post-Markt-Linie, das ist das gerade, der Pre-Market hat soeben begonnen, das ist die orange Linie und die grüne Linie, die wird gezeigt, weil wir gestern grün geschlossen haben, weil wir eine grüne Kerze hatten, eine prozentual positive Veränderung und dann heute haben wir hier aktuell sozusagen die Pre-Market Börse und die gibt uns eine Indikation darüber, wo wir vielleicht später dann auch eröffnen werden. Das ist das. Wir tauchen jetzt ein, kommen immer weiter nach innen und wir möchten jetzt, nachdem wir hier auch schon das schön gemacht haben, einmal verstehen, wie wir vielleicht noch gewisse Dinge individualisieren. Dazu würden wir jetzt final zu diesen Chart-Einstellungen kommen, die du entweder hier oben findest, wie gesagt, oder einfach mit einem Rechtsklick und auf Einstellung. Du siehst, hier steht das gleiche Chart-Einstellung, du hast die Möglichkeit, das auch hin und her zu bewegen. Und hier das Symbol, da finden wir ja die Möglichkeit, diese Körper zu zeichnen. Wir erinnern uns kurz, im Hintergrund haben wir diese Körper ausgezeichnet. Wir müssen die aber auch nicht auszeichnen, dann wären das fast diese Hollow Candles, die wir gesehen haben, aber das können wir auch fast selbst machen. Wir können diese Rahmen zeichnen oder nicht, das macht keinen großen Unterschied. Bei mir ist das alles grün. Ja? Grün für steigende Kurse, rot für fallende Kurse. Psychologischer Trick an der Stelle, sollte dir das immer Angst oder Gier bereiten, dann versuch mal neutrale Farben. Nutzt vielleicht irgendwie weiß nach oben und grau nach unten oder sowas. Dann gewöhnst du dich daran, was die steigenden Kurse sind, was die fallenden Kurse sind. Aber rot und grün wird sehr häufig mit Gewinn und Verlust assoziiert und kann psychologische Auswirkungen auf dein Trading haben. Und das kannst du natürlich auswählen, aber weil die meisten es so direkt besser sehen, lasse ich es für dieses Tutorial so. Die zuletzten Preislinien, das ist das, was wir hier sehen, also wo ist der Preis zuletzt gewesen, und auch da kann ich auswählen, dass er eben zwei Farben hat und das ist auch gut so. Und vor- und nachbörsliche Daten, auch da mache ich orange hierfür nachbörslich, wenn es jetzt nach 10 Uhr amerikanischer Zeit wäre. Wir können auch Hoch- und Tiefs machen, das persönlich mache ich nicht. Und auch Bid und Ask mache ich nicht, was der höchste Kaufkurs wäre und der höchste Verkaufskurs. Das brauche ich in diesen Charts nicht. Daten für Dividendenanzeigen kann man machen, muss man nicht. Dann würden wir da nochmal, je nachdem, ob die Dividende schon ausgeschüttet wurde, die Preisdaten anpassen.
das individuell zu entscheiden. Die Statuszeile, das ist hier oben die Zeile, wo wir das Logo noch anzeigen lassen können. Auch da gilt für mich wieder, weniger ist mehr. Ich will den Titel haben, ich will wissen, was ist da. Ich will da den Ticker haben und ich will den Namen haben. Ich habe diese Open, High, Low, Close Werte. Das sind diese Werte, die möchte ich da sehen. Ich möchte aber nicht sehen, ist das jetzt plus 2%, ist das plus 5%. Das sehe ich auch hier oben schon. Hier oben sehe ich die prozentuale Veränderung. Für eben diesen Tag ist plus 2% gewesen. Das reicht, weniger ist mehr. Volumen brauche ich da nicht sehen, denn ich sehe das Volumen hier unten. Weniger ist mehr. Werte, Veränderung vom Vortag brauche ich nicht. Titel, Argumentation hier von den Indikatoren, ja, die möchte ich. Ja, ich möchte sehen, was ist das für ein Indikator. Das ist das Volumen. Argumente braucht man nicht, das hat damit zu tun, welchen Input die Geschichten haben. Die Werte dessen, ja, die möchte ich anzeigen, denn wenn ich jetzt hier drüber gehe, dann sehe ich hier unten auch entsprechend den Wert. Hätte ich diesen Wert nicht, dann hätte ich keine Information, die ich genau ablesen möchte. Hintergrund, ja, das kann man dann noch auswählen, was man da haben möchte. Skalierung haben wir eigentlich schon gemacht durch die anderen Informationen. Habe ich persönlich das 12-Stunden-Format hier unten. Canvas, das hat mit dem Hintergrund zu tun. Also welche Farbe hat der Hintergrund? Hat es Rasterlinien oder nicht? Hat es in meinem Fall, ich habe die ganz transparent eigentlich gesetzt, in weiß auf 6%. Dadurch ist es ganz subtil. Ich sehe es zwar noch, ich kann es nutzen, aber ich mag es nicht, wenn es sehr stark heraussticht. Möchte ich Trennstreifen zwischen diesen Fenstern, wenn ich also zwei Tabs habe, wie ich das beispielsweise hier habe, was sind die Trennstreifen? Auch die habe ich wieder stark runtergesetzt. Genau. Fahnenkreuz, welche Farbe? Das Wasserzeichen. Das Wasserzeichen ist im Hintergrund immer dieser Wert. Auch den habe ich relativ transparent gesetzt, habe ich in Grau gewählt und habe da eben nur 12%. Wir haben die Skalierung. Ja, wie groß sind diese Werte? Siehst du das schlecht, dann kannst du es gerne super groß machen. Ich nutze da die Schriftgröße 14, Farm, das ist klar. Die Margins, das hat damit zu tun, wie viel Prozent oberhalb des aktuellen Preises möchte ich eigentlich Platz haben und wie viel möchte ich nach unten Platz haben. Das sind meine persönlichen Einstellungen, mit denen komme ich gut klar und auch welcher Abstand möchte ich nach rechts haben. Ja, manche haben das direkt da und sie können gar nicht sehen, wo ist eigentlich der aktuelle Chart. Deswegen habe ich meist einen Abstand eben zwischen dieser Achse und bevor eben der Chart hier am Ende ist, 10 Balken Abstand. Das Trading, das hat damit zu tun, wenn wir später hier unten aufs Trading-Panel gehen wollen. Wir können Live-Trading machen in TradingView, wir können aber auch Demo-Trading machen. Dann habe ich eine sofortige Orderplatzierung. Ich habe die Orders, dass die angezeigt werden. Das also sind allgemeine Settings und das sind Erscheinungssettings. Genau. Ereignisse, da lasse ich mir Dividenden anzeigen, ich lasse mir Splits anzeigen und ich lasse mir Earnings anzeigen, um einfach zu sehen, was hat da stattgefunden. Das sind meine Settings, damit haben wir jetzt den Chart so eingestellt, wie wir es einstellen wollen. Das letzte, was wir jetzt machen würden, ist einfach verstehen, was ist der Unterschied. Wir haben hier den Unterschied, dass ich einfach hier ein Layout genommen habe, was zwei Charts hat. Wir sehen aber auch, auf der linken Seite habe ich den Tageschart, ein T, auf der rechten Seite, wir sehen es 30 Minuten. Und da haben wir also scheinbar noch Indikatoren hinzugefügt. Das wollen wir jetzt also auch einmal machen. Und wir wollen auch noch mal kurz verstehen, wenn ich einen solchen Chart habe, was ist der Unterschied? Bei einem solchen Chart habe ich ein Chart-Layout, was 4 Charts hat. Ja, ich habe auch die Möglichkeit, wenn ich Intraday-Charts habe, wie hier beispielsweise einen 5-Minuten-Chart, dann kann ich ja durchaus mir auch die Extended-Daten anzeigen lassen. Und das würden wir ganz einfach machen, indem wir hier einmal draufklicken, indem wir hier bei dem ETH verlängerte Handelszeit anzeigen oder auf die reguläre Session gehen. Ja. Jetzt sehen wir die verlängerten Handelszeiten nicht, also alles, was vorbörslicher Handel ist und alles, was außerbörslicher Handel ist. Ja, in der Regel reicht den meisten einfach, die verlängerten Handelszeiten auszublenden, also nur die normalen zu nutzen, aber dann hast du einmal gesehen, wie man das Ganze macht. Wir haben jetzt also auch verstanden, dass es jetzt eigentlich nur ein Unterschied ist zwischen Layout, wie viele Charts lasse ich anzeigen. Für jeden Chart habe ich eine unterschiedliche Zeitebene. Und auf diesen unterschiedlichen Zeitebenen habe ich vielleicht ein anderes Layout bzw. andere Farben im Hintergrund. Das wäre, indem ich hier nochmal drauf gehe. Symbol, Canvas, habe ich im Hintergrund graue Farbtöne. Vordergrund ist relativ identisch, der Rahmen ist aber in dem Fall schwarz, dass ich einen Kontrast habe und der Körper ist ein bisschen knalliger, damit es heraussticht.
Ja, so baut man sich unterschiedliche Vorlagen. Und diese unterschiedlichen Charts kann ich natürlich auch in diesen Layouts dann groß machen. Das geht zum einen, wenn ich hier jetzt draufklicke, links oben, indem ich hier runterkomme und sage auf maximierten Chart klicken, dann wird er groß. Ich kann also den Tageschart jetzt in aller Ausführlichkeit einmal hier analysieren für mich und ich kann das machen und ich kann ja auch hier Linien einzeichnen und dadurch, dass ich auch auswähle, dass ich die Linien auf anderen mitnehme, das war hier dieses Setting, was wir hier hatten, wo wir sehen, dass ich diese Linien mitnehme. Neue Zeichnungen werden im Layout synchronisiert. Dadurch ist es automatisch, wenn ich jetzt zurückgehen würde, auch in den anderen Zeiteinheiten zu sehen. Ja, das war dieses Setting eben an dieser Stelle. Und pro Chartbild müssten wir jetzt eigentlich nur noch die unterschiedlichen Indikatoren hinzufügen. Du siehst, dass ich hier beispielsweise das Dashboard habe. Du siehst, dass ich unterschiedliche Indikatoren habe. Eigentlich habe ich in jedem Chart hier die unterschiedlichen Volumina immer eingezeichnet und wir können jetzt hin und her wechseln. Wir können es auch so machen, um das nochmal durchzugehen, mit der Tab-Taste können wir die aktiven Charts wechseln. Ja, also mit dem Tabulator kannst du wechseln. Und das würde bedeuten, wenn wir in einem Groß drin sind, können wir sozusagen links, rechts immer weitergehen und jetzt den Tageschart ab 30-Minuten-Chart, 10-Minuten-Chart, 5-Minuten-Chart, je nachdem, was du eingestellt hast. Du hast auch die Möglichkeit mit der Shift-Taste, beziehungsweise ich glaube, es ist die Optionstaste, also du klickst die Optionstaste auf deiner Tastatur und machst dann Linksklick und kommst dann eben in diesen Chart rein und kommst wieder raus, um alle zu sehen. Wir haben das verstanden und wir wollen jetzt diesen Chart einmal nachbauen in unserer grundsätzlichen Annahme. Und dadurch, dass du jetzt vielleicht nur einen Chart zur Verfügung hast, möchten wir jetzt hier mehr über Indikatoren kennenlernen. Wir klicken also auf Indikatoren, wir klicken auf einfacher gleitender Durchschnitt. Den suchen wir und wir können den erstmal hinzufügen. Und du siehst schon, dass direkt etwas kommt, wenn ich draufklicke. Und das Schöne ist, wir können uns jetzt fragen, wollen wir den einmal oder wollen wir den vielleicht zweimal? Wir könnten den jetzt nochmal hinzufügen, genau wie wir es gemacht haben. Wir können aber auch den einfach auswählen und mit STRG C und STRG V nochmal hinzufügen. Ja, alternativ können wir wahrscheinlich sogar hier drauf gehen, kopieren, nochmal Rechtsklick machen und einfügen und auch dann können wir das einfügen. Also auch das, wenn wir beispielsweise zwei Charts haben, wir können Copy und Pasten und dann kommen diese Werte hier rein. Dadurch, dass es jetzt zweimal der gleiche ist, sehen wir nicht, dass wir zwei haben, aber wir sehen hier oben, dass wir es eben haben. Und unser Ziel ist es jetzt einmal einen 50er einzuzeichnen, 50er gleitender Durchschnitt. Ja, häufig wird auch der 200er-Tagesdurchschnitt genommen. Und wichtig ist hierbei, wir befinden uns auf einem Tageschart. Das sind 50 Balken, automatisch 50 Tage. Ja, wir hätten sogar die Möglichkeit, andere Quellen zu nutzen. Ja, ich nehme aber immer den Schlusskurs und dann haben wir auch den Multizeitrahmen. Dadurch, dass ich mich im Tageschart befinde, habe ich automatisch 50 Tage, sind 50 Tage. Wenn ich aber vielleicht auf einem kleinen Chart das anzeigen lassen möchte, kann ich das zum einen selbst ausrechnen oder ich lasse hier die Arbeit machen und sage, okay, ich möchte aber eigentlich 50er Länge haben auf einem 45-Minuten-Chart, was keinen Sinn macht, aber ihr versteht, wie es funktioniert. Das Tier, hier immer in dem Submenü, das ist die Farbe. Ich nutze hier für die orangefarbene Farbe und gehe hier hin, mache es ein bisschen dicker, speichere das. Ich klicke OK. Das ist unser 50-Tages-Moving Average. Hier ist noch eine Linie, die haben wir noch nicht konfiguriert. Ja, hier würde ich jetzt einfach mal den 10er machen, den ich häufig für mein Swing Trading nutze und ich lasse den relativ transparent aussehen. Der soll wirklich sehr, sehr subtil sein, also eigentlich sehr dunkel sein, damit er jetzt auch optisch direkt visuell macht er nicht viel für mich. Ich will wissen, wo er ist, aber ich will ihn nicht primär auch für meine Analyse machen und dementsprechend lasse ich ihn auch direkt sehr, sehr klein einzeigen und kann auch hier dann auch vielleicht die Deckkraft nochmal runternehmen und das ist erstmal okay für mich. Das heißt, das ist erstmal das, was ich tendenziell mir im Tageschart anzeigen lasse. Das ist für mich relevant. Jetzt ist es so, dass gerade du wirst merken, dass es Limitationen gibt und du dich vielleicht später auch für TradingView entscheidest, ein unterschiedliches Paket zu nutzen. Aber wir haben eben da die Möglichkeit, auch Vorlagen zu speichern. Weil wenn du jetzt ja beispielsweise in den 5-Minuten-Chart gehst, dann hast du immer noch einen 50er Moving Average. Aber 50er Moving Average
mal 5 Minuten, das sind 250 Minuten. Das macht keinen Sinn, weil wir wollen 50er Moving Average als 50-Tages-Durchschnitt haben. Und 50 Tage wären eben 50 mal 390 Minuten. Ja, 50 mal 390 Minuten, ich kann das mal ganz kurz ausrechnen, das wären 19.500 Minuten. Und wenn wir das jetzt durch 5 teilen, wollen wir hier jetzt den 50-Tages-Durchschnitt, bräuchten wir hier einen Wert von 3.900. Das wäre repräsentativ eben für 50 Tage. Ja, also so kann man das durchaus ausrechnen, macht aber keinen Sinn. Und deswegen haben wir eben die Möglichkeit, ja 2 Charts zu machen. Hier habe ich einen 50er für einen Tageschart, also eben 50er Moving Average, 50 Tage. Hier habe ich aber einen anderen Moving Average und der soll 5 Tage repräsentieren. 5 Tage, ja, rechne ich auch wieder aus und wenn ich jetzt hin und her switchen würde, würden sie wieder ihre Wertigkeit verlieren. Soll heißen, eigentlich im Optimalfall haben wir Indikatoren pro Chart. Okay, ist verstanden und dafür muss man natürlich dann ein bisschen bezahlen. Wenn wir aber einen Trick machen wollen, ganz am Anfang, dann ist das auch völlig okay. Und der heißt, dass wir im Tageschart das ja wollen. Und dementsprechend können wir eine Vorlage machen. Und wir können hier oben drauf gehen bei Indikatoren und wir können eine Indikatorvorlage machen. Und ich könnte jetzt eine neue Vorlage machen. Ich möchte mir nicht das Symbol merken und ich möchte hier unten das Volumen haben und ich möchte zweimal den gleitenden Durchschnitt haben. Und deswegen würde ich die nennen Tageschart. Weil im Tageschart möchte ich die auswählen. Wechsle ich jetzt in den 5-Minuten-Chart, machen diese Werte keinen Sinn mehr. Ja? Deswegen würde ich dafür eine neue Vorlage wählen und vielleicht sagen, dass ich hier neue Werte einfüge und das dann nochmal speichere als vielleicht 5-Minuten-Chart. Du wirst aber auch merken, auch beim kostengünstigen oder beim kostenlosen, dass du dir nur eine Vorlage speichern kannst. Also entweder oder. Du merkst nur, dass es teilweise ziemlich interessant sein kann, weil ich jetzt, auch wenn wir mal wieder zurückgehen in den Tageschart, weil ich jetzt hier sowas mir auswählen lassen kann. Alles ist ruiniert, vielleicht ist es super toll für meine Analyse, keine Ahnung, wie man das zu nutzen hat und warum überhaupt, was der Sinn dessen ist, das ist eine andere Frage, aber ich könnte ganz einfach unterschiedliche Analysemethoden hier nutzen und ich kann hier drauf gehen und ich kann direkt wieder zurückgehen auf meinen Tageschart und alles ist genau so, wie es war mit unseren eben definierten Indikatoren. Das ist also eine sehr, sehr schöne Methode, wie du das Ganze zusätzlich auch nochmal abspeichern kannst. Genau, das ist also toll. Wir haben das verstanden und wir wollen dann jetzt so langsam Richtung Hotkeys kommen. Du hast bereits gesehen, eine Art und Weise der Interaktion mit der Tastatur ist ja bereits einfach einen Wert einzugeben und es kommt direkt was. Escape drücken und es ist wieder weg. Gleichzeitig kann ich das gleiche nicht nur übrigens mit den Symbolen machen, sondern auch mit den Zeiteinheiten machen. Wenn ich beispielsweise einfach eine 1 eintippe, dann steht hier schon 1 Minute. Ich könnte aber auch ein H machen, wäre 1 Stunde. Ich kann 65 machen, erkennt er als 65 Minuten. Ich könnte klicken 5 oder 4, kann 4S machen, erkennt er nicht, erkennt er Sekunden, gibt es nicht, es gibt keinen 4-Sekunden-Chart. 5S sind 5 Sekunden, 5H sind 5 Stunden, 5M sind 5 Monate, 5D sind 5 Tage. Also wir können relativ einfach interagieren und wir müssen nicht klicken. Ja, das ist sehr, sehr schön. Und gleichzeitig hast du auch vielleicht gesehen, dass es überall in diesen sogenannten Tooltips, in diesen Hilfshinweisen weitere Abkürzungen gab. Ja, wir gehen hier oben mal hin und hier ist sowas. Zahl oder Punkt. Also sobald ich eben hier auch die Zahl eintippen möchte, dieses orangefarbene ist immer ein Hinweis, wie ich mit der Tastatur interagieren kann. Ein Hotkey, ein Shortcut. Also ich gebe einfach eine Zahl ein oder einen Punkt. Ja, wenn ich diesen Punkt eingebe, dann kommt mein Layout, dann habe ich das falsch gesehen, dann war es ein Komma. Also auch über das Komma öffne ich diese Intervallsuche. Aber es ist noch schneller, das einen Klick mehr. Ich bin faul, ich möchte eine 1 eingeben für einen 1-Minuten-Chart. Punkt 1 sind 2 Klicks, dauert mir zu lange. Und hier die Tastatur hinführen oder die Maus hinführen, dauert mir auch zu lange. Also auch das ist eine Form des Hotkeys. Du siehst, ja, überall gibt es welche.
wenn du drüber gehst, und du wirst die mit der Zeit lernen. Ja, wir werden auch lernen, dass wir auch unterschiedliche Interaktionen machen können. Beispielsweise hier oben die Watchlist. Wir wollen diesen Wert zur Watchlist hinzufügen. Wir können das über das Plus machen und wir können das jetzt wieder eingeben. Ja, wir können aber auch gleichzeitig mal einen Rechtsklick machen, hier in das Submenü, und auch hier wieder sehen, was haben wir eigentlich. Und hier würden wir sehen, zur Watchlist hinzufügen. Und wir sehen, zu der aktuellen Watchlist ist es eben die Optionstaste und W. Und wenn wir Optionstaste machen und W, dann geht es dahin. Also wir können daraus lernen aus der Interaktion und die unterschiedlichen Dinge machen. Sowas, wie wir vorhin gesagt haben, die Skala zu invertieren. Das weiß ich, weil wir es häufig nutzen. Ja, ist Option I. Mit I invertiere ich den Chart und kann immer hin und her wechseln. Das also ziemlich schön zu lernen, und für dich gibt es eine Übersicht, indem du hier oben hingehst und dann findest du hier auch den Hilfsartikel zu den Tastaturkürzeln. Die brauchst du am Anfang nicht, aber es macht durchaus Sinn, sie zu lernen und ja, sich damit vertraut zu machen, falls du wirklich ein richtiger Profi werden möchtest. Ja, allgemein dadurch, wir erinnern uns, vorhin musste ich irgendwo was anklicken zum Zeichnen. Wenn ich jetzt aber die Shift-Taste drücke und dann die linke Maustaste und nochmal die linke, dann kann ich damit die gleiche Funktion machen und wähle direkt dieses Zeichenwerkzeug aus. Also mit zunehmender Nutzung, ich nutze es jetzt glaube ich 7, 8 Jahre oder sowas, dann wird man eben auch immer besser und dann kann man da auch noch besser mitarbeiten. Eine Frage, die ich an dieser Stelle mal bekomme: Kann ich diese Hotkeys konfigurieren, so wie ich das möchte, was man ja häufig aus Programmen kennt? Nein, das geht leider nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, Steuerung I sollte bei mir Command I sein oder Option I, das geht nicht. Also die Hotkeys sind von TradingView definiert und ich kann die nicht für mich irgendwie auf Alt F5, Alt F1 oder irgendwie sowas umändern. Das geht eben leider nicht. Super. An dieser Stelle kommen wir dann hier zu den Watchlisten. Die Watchlisten findest du hier oben rechts und du siehst auch direkt, dieser Tooltip sagt uns wieder, was du dort zu finden hast. Du hast einmal die Watchlists, du hast die Details und die Nachrichten. Denn hier oben ist einmal die Watchlist und auch hier hast du wieder die Möglichkeit, dir diese Details und Nachrichten größer anzeigen zu lassen oder eben hier dann kleiner anzeigen zu lassen. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Manchmal macht man das weg, man sucht das, aber eigentlich, ja, wenn man ein bisschen Geduld hat, dann sagt er einem auch, wo man was findet, und dann kann man auch diese Bereiche immer hin und her schieben. Hier können wir jetzt einfach mal eine neue Watchlist machen. Wir sehen, hier füge ich das Symbol hinzu, wir sehen auch eine erweiterte Ansicht, ja, dann wird geöffnet, was sind das für Holdings und wie ist sozusagen hier, das ist einmal dieser Chart überlagert, wie ich vorhin erwähnt habe, das können wir eigentlich also selbst bauen. Und man könnte auch gleichzeitig eine Beschreibung hinzufügen, man könnte eine Liste auch teilen, wenn man das jetzt anderen zur Verfügung stellen möchte. Wenn man irgendwas recherchiert hat, dann ist das eine schöne Art und Weise, wie man das macht. Dann kann man hier einfach den Link kopieren und dann teile ich den beispielsweise manchmal eben mit unseren Teilnehmenden, damit sie einfach auch mal sehen, worauf bereitet man sich vielleicht vor und so weiter. Ja? Das ist das eine. Wir haben hier nochmal weiter ein Submenü, wir können diese Liste teilen, auch da kommen wir wieder auf die gleiche Funktionalität. Wir können wieder eine Kopie erstellen, das ist bekannt, umbenennen ist bekannt, wir können die Liste leeren, wir können eine Sektion hinzufügen, das ist praktisch, wo wir dann einfach auch nochmal vielleicht eine Liste haben, aber sagen können, okay, das waren meine Gapper, jetzt mache ich hier eine Liste für Large Caps oder ich mache noch was, und jetzt könnte ich das einfach auch per Drag and Drop hin und her schieben und so ein bisschen fürs Auge auch kategorisch sortieren, je nachdem, wie du dich sortieren möchtest. Wir kommen zurück. Wir haben hier auch die Spalten, die wir anpassen. Auch da versuche ich möglichst wenig auszuwählen. Ich möchte die prozentuale Veränderung sehen. Das Volumen muss ich hier nicht sehen. Ich möchte nur den letzten Preis sehen und die prozentuale Veränderung. Ich möchte die Tabellenansicht sehen. Die andere Ansicht sieht so aus, die ist wieder ein bisschen größer. Ich möchte das tabellarisch haben, damit das ein bisschen kürzer ist. Alles bei mir immer auf Funktionalität ausgerichtet. Das ist das. Wir kommen nochmal zurück und haben jetzt hier die Möglichkeit, ja, zu sehen, was habe ich für unterschiedliche Werte, eine Werteliste, die der Julius mal mit mir geteilt hatte, die sehe ich hier. Ich habe damals noch von Trump war es,
Meistens ja, nehme ich nur eine Liste und die lösche ich täglich und die aktualisiere ich täglich. Ich habe hier noch meine Marktliste, die wir auch hier gesehen haben, wenn wir das öffnen. Das ist eine große Liste, die ich habe, wo ich mir immer wieder einfach die Märkte anschaue. Deswegen habe ich eine tagaktuelle Liste und ich habe eigentlich die Marktliste. Ja, es gibt dann auch noch gleichzeitig, das macht TradingView automatisch, sobald ich hier drüber gehe, habe ich die Möglichkeit, mir das farblich zu markieren. Was das bedeutet, kannst du dir selbst aussuchen. Ja, es kann bedeuten, dass du sagst, okay, alle, die kurz vorm Ausbruch stehen, machst du dir rot. Dann könntest du rein theoretisch hier nach deiner roten Liste suchen und er weiß alle Werte, die du irgendwie mit einer roten Flagge jemals markiert hast, die sind da noch drin. Sobald du dann diese Flagge wieder entfernst, was einfach passiert, wenn du dann nochmal draufklickst, dann wären sie nicht mehr in der Liste. Ja, also so kannst du so ein bisschen so Flaggen für dich machen und du kannst dir natürlich Funktionalitäten selbst erfinden, was es für dich bedeutet. Ja, rot vielleicht, okay, eine Short-Idee, grün vielleicht eine Long-Idee, was auch immer es für dich sein mag. Das sind die Listen. Ja, du kannst eine neue Liste auch erstellen, eine ganz neue. Du willst Trading Tutorial das Ganze nennen oder für dich dein Name, was auch immer, Tutorial und Enter speichern. Ich bin jetzt also in der neuen Liste und wie füge ich jetzt was hinzu? Symbol hinzufügen. Ja, hier werden mir schon einige vorgeschlagen von meinen letzten. Auch hier steht wieder, okay, ich kann Shift-Klick machen oder Shift-Enter. Ich kann hier auch einfach auf das Plus klicken. Ich möchte jetzt Apple da drin haben. Ich möchte Tesla drin haben. Ich möchte den Spider drin haben. Und ich möchte die QQQs da drin haben. Und jetzt wären sie hier drin. Ja, und jetzt kann ich natürlich auch hier oben drauf klicken, dann werden sie sortiert eben nach der prozentualen Veränderung. Ich kann gucken, was hat sich als letztes verändert und so weiter und so fort. Also relativ rudimentär die Listen, ja, keine großen Filterungsmethoden an dieser Stelle, basierend auf meiner Liste, aber dazu dann auch später noch in den Aktien-Screening. Das sind letztendlich die Listen. Ja, Rechtsklick kannst du noch machen, um zur Watchliste hinzufügen. Möchtest du das zu einer anderen Watchliste hinzufügen, kannst du das hier machen. Der Hotkey, den ich dir gezeigt hatte, ist Alt oder dieses Option W. Das macht es immer in die aktuell geöffnete Liste. Möchtest du das also jetzt beispielsweise markieren, aber in eine andere Liste packen, jetzt beispielsweise in die Gapper-Liste, dann musst du hier proaktiv klicken. Komme ich jetzt zurück hier zu meiner Gapper-Liste, dann ist es jetzt auch eben da drin und eben durch das Entfernen auf das X wieder raus. Das also die Listen, die Arbeitsweise. Im vorbörslichen Markt suche ich mir raus, was ich heute tendenziell handeln möchte, packe das hier rein und kann später immer wieder dieses Feld öffnen, um einfach auch dahin zu kommen, ja, und schaue mir dann eben die Werte an. Das Schöne, was wir auch haben, neben dieser Funktionalität, dieser Vorbereitung und Nachbereitung, ist, dass ich durchaus hier unten dann auch nochmal sehe, okay, gestern hat sich um 2,07% verändert, das waren $8 in den Technologiewerten an der Börse. Heute im vorbörslichen Markt gappen wir nach unten aktuell zumindest, das ist die vorbörsliche Veränderung. Wir haben dann gestern noch den Tagesbereich, wir haben hier den Gedanken, wir haben hier Schlüsselstatistiken, das Volumen, 30 Tagesvolumen, wir haben hier die Renditen, das sind einfach die prozentualen Veränderungen, die wir sehen, basierend auf dem letzten Monat, so ein bisschen wie so eine Heatmap, was man häufig kennt, die letzten 3 Monate Year to Date, das Jahr hat ja gerade erst angefangen, da sind wir noch negativ, wir haben hier die Einjahresveränderung, die 3-Jahres-Statistik und so weiter und so fort. Wir sehen, was da drin steckt, also ja, einiges an Übersichten, wir haben manchmal noch weiterführende Links, wenn ich jetzt beispielsweise auf diese komische Aktie gehen würde. Dann würden wir sehen, dass das gar nicht gut ist. Ja, wen wundert es, aber wir kriegen häufig auch noch die Website-Information, was manchmal hilfreich ist. Man muss es nicht raussuchen, man kann dann einfach draufklicken, um herauszufinden, was die dann vielleicht auch treiben und machen. Damit zurück zum QQQ und genau, das ist eigentlich dieses Fenster. Und wir wollen dann an dieser Stelle so ein bisschen mehr über die Alarme sprechen. Diese Alarme, wissen wir, die finden wir hier und Alarme können wir wieder hier drüber aufrufen. Meistens rufe ich das Fenster aber gar nicht auf, denn ich würde jetzt sagen, mich interessiert es, wenn der Preis hier in QQQ hier oben drüber geht. Also mache ich an dieser Stelle, genau an diesem Preis, wo ich sozusagen alarmiert werden möchte, bei dieser 407, mache ich einen Rechtsklick und klicke Alarm für QQQ hinzufügen.
Alternativ siehst du wieder rechts auch den Shortcut, Option A in meinem Fall. Ja, und dann sehe ich, sobald die regulären Handelszeiten von QQQ den Preis kreuzen von 407, dann möchte ich einmalig alarmiert werden. Ich kann das auch jedes Mal machen, jedes Mal, wenn es drüber und drunter geht. In diesem Fall ist der Preis drunter, es soll kreuzen, das bedeutet, wenn es jetzt von unten drüber geht, Ablauf, ja, gebe ich den Ganzen jetzt vielleicht einen Monat, steht hier. Ich kann aber auch häufig einen unbefristeten Alarm machen. Da musst du ein bisschen aufpassen, wenn du dir langfristige Alarme setzt und hier aber ein Ablaufdatum ist, ja, dann kannst du manchmal Dinge verpassen und das soll schon vor allen Dingen bei mir dazu geführt haben, dass ich wichtige Trades verpasst habe. Ja, du kannst den ganzen Alarm geben, da schreibe ich meist nichts rein. Du könntest dir natürlich auch deine Idee notieren. Zu diesem Zeitpunkt möchte ich XY sehen und sobald das dann auftaucht, siehst du es. Wie gesagt, das Schöne ist an dieser Stelle, dass du auch hier die Möglichkeit hast, in der App dich benachrichtigen zu lassen. Ja, das habe ich aktiviert. Ich habe, dass ein Pop-up angezeigt wird, also es leuchtet dann hier auf. Man kann sich gleichzeitig eine E-Mail senden lassen, man kann auch einen Webhook machen für diejenigen, die von euch programmieren. Einen Sound abspielen, ich höre es also im Hintergrund, Diet, heißt es dann, ja, wir können es einmal testen. Ich weiß nicht, hört man das hier? Scheinbar habe ich das aus. Man wird es also hören und man kann sich auch dauerhaft da irgendwie alarmieren lassen. Das sind die Einstellungen, die ich persönlich habe. Und dadurch, dass ich, wie gesagt, meine Apple Watch habe, dadurch, dass ich mein iPhone habe, werde ich irgendwo alarmiert und das ist sicher. Wichtig dafür nur, das Ablaufdatum je nachdem manchmal auf unbefristet zu stellen. Wir haben gleichzeitig auch die Möglichkeit, nicht nur einfach so uns alarmieren zu lassen, sondern auch beispielsweise, ja, wenn ich handeln muss. Also beispielsweise, meine Regel wäre, sobald wir drunter kommen, muss ich irgendwas machen. Okay. Das bedeutet, hier interessiert es mich nicht, aber wenn dieser Indikator berührt wird, können wir also beispielsweise jetzt auch uns alarmieren lassen, wenn der Indikator berührt wird. Und ja, das können wir. Wir würden jetzt einen Alarm für den Indikator hinzufügen. Das geht nicht in diesen Gratis-Versionen, das ist klar. Ja, aber hier wäre der Zustand, ja, wenn die regulären Handelszeiten, und da danke auch nochmal an Money aus unserer Community, der hier das herausgefunden hat, wie das vernünftig funktioniert. Ich hatte da bereits mal ein Tutorial drüber gemacht, aber hier ist es super wichtig. Ja, also wenn der Zustand, wenn die regulären Handelszeiten nicht den Preis kreuzen, wir wollen ja nicht den Preis kreuzen. Das ist ein bisschen falsch, weil wir würden erwarten, ja, und hier auch der Shoutout an TradingView, falls ihr das seht, TradingView, ja, da könnt ihr eure Entwickler mal drauf ansetzen, das ist falsch. Ihr wollt ja, hier steht, wir wollen das hinzufügen und wir assoziieren ja den Indikator damit. Also wollen wir, dass wenn der Preis nicht den Preis kreuzt, sondern eben hier den Indikator kreuzt. Und der Indikator, das war unser 50er Indikator und wir wollen dann den MA-Wert nutzen. Also den Wert von dem Indikator wollen wir kreuzen. Das bedeutet, wenn wir das jetzt eingestellt haben und der Indikator jetzt gerade hier ist, würden wir hier auslösen. Wenn der Indikator aber jetzt hier gerade hochgeht und jetzt schon hier wäre, dann kreuzt er hier. Jetzt, so wie wir es eingestellt haben, ist er also dynamisch. Also da nochmal vielen Dank an Money und ja, falls ihr da noch Probleme haben solltet, wie immer alles unten in die Kommentare an der Stelle. Wir haben damit jetzt die Alarme besprochen, kommen wir also jetzt nochmal zum Screener, bevor wir uns auch so langsam hier in diesem Tutorial, in diesem ausführlichen Kurs schon ja, dem Ende langsam nähern. Der Aktienscreener, der ist relativ neu und wir haben jetzt auch die Möglichkeit, einmal den alten Aktienscreener zu nutzen, den wir hier unten haben. Dann öffnet sich das hier unten neben dem Pine Editor. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, die Länder zu wählen. Wir haben auch die Möglichkeit, auch unterschiedliche Vorauswahlen zu nutzen, auch eigene Einstellungen eben zu speichern. Was aber relativ neu ist, ist, wenn wir hier oben einen neuen Tab machen, dann können wir unsere Charts auswählen, aber es gibt jetzt auch den Aktienscanner 2.0, der sich aktuell noch in der Beta-Phase befindet. Hier sehen wir auch gleich noch andere Funktionalitäten. Wir können Heatmaps nutzen, zum einen, ja, hier erwähnt,
Das ist eine schöne Marktübersicht, wo wir unterschiedliche Visualisierungen nach Sektoren haben, nach Verbrauchergütern und so weiter und so fort. Also wenn du viele Bildschirme hast und dich das einfach interessiert, weil es immer so toll aussieht, kannst du das gerne machen. Du hast dann eben hier die Möglichkeit, unterschiedliche Indizes auszuwählen, nach Marktkapitalisierung das Ganze dann eben zu filtern, wie man es eigentlich machen würde. Das sind so die Standardwerte, die man in so Heatmaps macht, und je nachdem, ob etwas grün ist, haben wir eine Legende und würden das dann ganz schnell sehen, welcher Sektor stark ist. Das war hier Elektronik. Wo leuchtet am meisten grün, wo ist es am meisten rot? Also die Energie, vor allen Dingen hier die Mineralien waren schwach. Ja, hier die Technologie, Dienstleistungen waren stark, die Elektroniktechnologie war stark, der Einzelhandel war relativ stark, vor allen Dingen Amazon war da sehr vertreten. Und je größer die Kachel ist, desto größer ist da eben auch die Marktkapitalisierung. Wir kommen nochmal zurück. Das waren also die Heatmaps. Wir haben hier den Wirtschaftskalender, wir hatten einen kleinen einen Überblick davon, auch schon in der Seitenleiste, wenn wir uns erinnern, haben wir ja hier gefunden, hier diese Wirtschaftskalender, aber wir haben das auch nochmal in groß. Falls du dir das nochmal in groß anzeigen lassen möchtest, kannst du das auch hier nochmal tun. Gleichzeitig haben wir hier nochmal Community, wir haben den Nachrichtenfluss. Das sind rudimentäre Nachrichten. Ich persönlich nutze andere Nachrichtenquellen. Sollst du dich nur grob für irgendwas interessieren, dann kannst du hier was nachlesen. Aber ja, für richtige Marktnachrichten ist das aus meiner Sicht zu langsam, zu wenig. Aber um einen groben Überblick zu bekommen, wie ist die Marktstimmung oder so, ist das durchaus nicht verkehrt. Wir gehen nochmal zurück. Und wir haben jetzt hier den Screener und gehen jetzt in den Aktienscanner 2.0. Hier haben wir jetzt den Markt. Auch hier würde ich wieder in den amerikanischen Markt als allererstes gehen. Das ist ja hier heute das Beispiel, was wir benutzen. Und wir können jetzt beispielsweise nach Performance filtern. Ja, wir können hier einfach klicken. Das sind sozusagen unsere Übersichten, wie wir das Ganze haben. Wir können natürlich auch eigene Spalten hinzufügen. Ja, wir können hier gucken, technische Analyse, wir können schauen nach der Bewertung, wir können die Marktdaten schauen, was ist vielleicht der Preis, was ist das relative Volumen. Relatives Volumen wird hier schon angezeigt, das ist für mich ja durchaus wichtig. Und hier oben können wir jetzt eben scannen, was wir haben wollen. Wir wollen, sage ich mal jetzt, wir wollen Preise haben von 10 bis 100 Dollar. Wir wollen eine Marktkapitalisierung haben von vorausgewählt oder benutzerdefiniert. Ja, wir wollen alles haben über, was haben wir, 5.000, 50.000, 500.000, 5 Millionen, 50 Millionen. Also alles über 50 Millionen und aufwärts. Ja, hier wird es abgekürzt, 50 Millionen haben wir richtig gezählt, sehr gut. Dividendenrate, Sektor und so weiter. Also gib mir alle Kommunikationsaktien mit einer Marktkapitalisierung von über 50 Millionen und einem Preis zwischen 10 und Dings. Und dann können wir in Echtzeit jetzt die Werte sehen und ja, alles, was ich nicht brauche, könnte ich dann auch entfernen. Ja, Analysten-Ratings interessieren mich nie. Ich will nicht wissen, was andere denken. Ich weiß, was ich kann und dass ich damit mein Geld mache. Will mich da nicht beeinflussen lassen. KGV braucht auch keiner und dementsprechend will ich das alles wegmachen. Und ich würde dann beispielsweise nach dem relativen Volumen sortieren, vor allen Dingen Abfall. Ich will die sehen, die am meisten relatives Volumen hier eben haben. Und die werden stark gehandelt und dann könnte ich beispielsweise auch noch vielleicht Aktien rausfiltern, weil das sind alles nicht gute Aktien. Ich will sowas wie Verizon haben, also würde ich jetzt hier vielleicht noch eben was nach Volumen sortieren, durchschnittliches Volumen am Tag und so weiter und so fort. Also hier würde ich mal gucken, was gibt es für ein Durchschnittsvolumen, okay, ja, das würde ich auch noch hinzufügen und dieses Durchschnittsvolumen, das in den letzten 30 Tagen, da gefallen mir die letzten 30 Tage lieber, da möchte ich etwas haben, was 10.000, wir klicken einfach ein paar Mal, keine Lust zu zählen. Wir sind jetzt bei in den letzten 30 Tagen über 100 Millionen, das ist ein bisschen zu viel, das war eine 0:4, genau, das können wir also scheinbar auch so eingeben. Also in den letzten 10 Tagen über 10 Millionen Volumen hatten und auf einmal kommen wir noch auf Verizon mit einem relativen Volumen und AT&T, den Kürzel T. So baut man sich seinen eigenen Scanner und kann je nachdem, was man eben für individuelle Variablen hat, da auch auf was bekannt werden.
und das eben fast nichts anderes als das, was wir damals auch hier unten hatten. Das Interface ist leicht anders, du kannst dir das auch immer wieder speichern, ja, du kannst dir das wahrscheinlich hier speichern, hier refreshen, anzeigen lassen oder nicht und eben wahrscheinlich auch hier benutzerdefiniert TradingView Tutorial anzeigen lassen. Ja, so könntest du wählen zwischen unterschiedlichen Vorlagen, könntest jetzt also auswählen TradingView Tutorial. Du kannst aber auch wahrscheinlich dann einfach andere auswählen. Meist kapitalisiert, okay, das ist das, in Deutschland sind das die Werte. Das sind also alles Konfigurationen, die uns TradingView da gegeben hat. Wenn also die Frage gestellt wird, ja Felix, welche Market Caps gibt es eigentlich im amerikanischen Markt? Welche haben den größten Market Cap? Dann würden wir sagen, ja, Apple ist ziemlich groß, hat eine Marktkapitalisierung von 2,8 Milliarden, genau, von 2,8 Trillionen, Entschuldigung. Dann haben wir 2,78 und so weiter und so fort. Ja, also das sind wirklich große Werte und ja, unvorstellbare Zahlen und könnten das dementsprechend filtern. Wir sehen also häufig, braucht man eigentlich nur die Spalte und will dann von bis, also von absteigen oder aufsteigen, je nachdem das Ganze sortieren. Das war also der Aktienscreener in TradingView. Hier nichts anderes, das gleiche fast zu machen. Beispiel, wir haben hier die Aktien, die wir filtern, ja, Stammaktien in diesem Fall, ganz normale Aktien sind das. Wir haben hier Earnings in den letzten 5 Tagen. Welche Konfiguration haben wir da beispielsweise? Erstmal die Spalten einzustellen und dann können wir letztendlich hier die Filter auswählen und diese Filter waren Durchschnittsvolumen muss mindestens 1 Million haben, in den letzten 5 Tagen in diesem Fall, eine Marktkapitalisierung und wir würden das hin und her schieben, wie wir wollen. Wir wollen dann die Börsen haben, die amerikanischen Börsen haben, Preis über 1 haben und so weiter. Ja, wir können auch andere Sachen nutzen. Das ist hier einfach nur ein Test, um das Ganze zu zeigen. Wir speichern das Ganze wieder, indem wir dann hier in diesem Fall genau einfach sagen würden, sollen speichern unter und auch diese Einstellung würden wir speichern. Screener-Einstellungen speichern, also wonach suchen wir zum einen, ja, das ist das jetzt hier, können wir auch umbenennen, speichern das und auch diese Säulen, ja, das ist nämlich die Ansicht, wie diese Säulen dargestellt werden. Möchte ich hier beispielsweise noch was reinpacken, das Einmonatstief, dann hätte ich ja jetzt die Säulen verändert, dann müsste ich das nochmal hier eben speichern. Durch dieses Sternchen sehen wir, dass sich das scheinbar verändert hat und wir müssen das jetzt einfach nochmal neu speichern, dass das vorhanden ist. Das war also der Aktienscreen, einmal der ältere und einmal 2.0, wenn wir das im großen Fenster öffnen. Sehr gut. Damit, Leute, lasst uns zum Trading Panel kommen. Das Trading Panel ist hier unten zu finden. Und das ist ziemlich toll, denn wir haben die Möglichkeit, kostenloses Demo-Trading in TradingView zu machen, indem wir diesen Broker auswählen. Wir haben aber auch später die Möglichkeit, nachdem wir uns besser mit TradingView zurechtfinden und wenn wir vor allen Dingen einen unterstützten Broker finden, TradeStation, Interactive Brokers, irgendwie sowas, dass wir das auch hiermit verbinden. Wir können also tatsächlich später aus TradingView handeln. Und immer mehr Broker ziehen nach, dass sie eben die APIs auch herstellen, damit man eben darüber auch handeln kann, was sehr toll ist. Aber gerade wenn du starten solltest und wenn du erste Wege hier im Trading gehen solltest, dann kann ich das Paper Trading empfehlen. Auch an dieser Stelle ganz kurz persönliche Absicht hier Crashkurs von Wir machen Trader. Mein Crashkurs, den ich erstellt habe mit meinem Team. Unterhalb findest du auch den Link dazu, wo du einfach eine E-Mail-Serie bekommst, wo du nochmal Videos von mir bekommst und wo wir auch über die Wichtigkeit des Paper Tradings von Strategien sprechen. Also wenn das etwas ist, was dich hier nach diesem Tutorial noch interessieren sollte, dann findest du den Link dazu unterhalb auch in diesem Video, wo wir dann später auch in unserer WMT Trader Foundations, also ein ganz kleiner Einstiegskurs, den wir haben, vor allen Dingen viel nochmal über das Paper Trading im Detail sprechen. Ich verbinde das Ganze einfach mal, man muss einfach klicken, es ist zum Verbinden und wir sind jetzt im Live-Trading drin. Wir haben jetzt hier einen Kontostand und das ist die erste Empfehlung, die wir machen würden, die Kontoeinstellung immer zurückzusetzen. Ja, wir können hier Kommission machen. Das sind also die Gebühren, die wir tatsächlich pro Trade machen oder prozentual machen oder pro Aktie machen. Das können wir einstellen, aber vor allen Dingen das Konto zurücksetzen. Denn wenn du mit dem Trading startest, dann sollst du auch das Demo-Trading als echt ansehen, selbst wenn es dir schwerfällt, aber du willst die Positionsgröße richtig ausrechnen
und du möchtest dann auch dein Konto adäquat befüllen. Wenn du mit $5.000 startest, dann tippst du hier eben auch $5.000 ein und klickst auf Zurücksetzen. Jetzt hätte ich ein Startkapital von $5.000. Ja, hast du ein Startkapital später von $10.000, ja, dann gibst du das eben ein. Und dann könntest du hier auch $10.000 starten. Ja, also das einfach immer, was ich für Tutorials zeige. Dann haben wir hier die Position, das sind also die laufenden Positionen. Wir haben die Order-Ansicht zwischen alle Ansichten, alle Orders, die aktiv sind, inaktive Orders oder ausgeführte, stornierte oder abgelehnte Orders. Wir haben den Kontoverlauf von unterschiedlichen Aktien, wo wir hier auch für unsere Ausbildung dann ja, noch ein paar zusätzliche Anleitungen gemacht haben, und wir haben Trading-Tagebuch. Das ist also relativ einfach zu sehen. Wie wird man jetzt handeln? Das ist nicht mehr Bestandteil dieses Videos, denn ich möchte mich ganz recht herzlich bedanken für eben die Dauer unseres Tutorials. Wir haben wirklich eine ausführliche Masterclass hier für TradingView gemacht, und das Paper Trading, dafür muss ich dir noch Ordertypen erklären, dafür muss ich dir erklären, wie man das Ganze handelt, und das als solches ist schon sehr, sehr, sehr ausführlich, und dementsprechend würde ich dir jetzt dieses Video empfehlen, wo ich das Ganze ausführlich gemacht habe. Du solltest jetzt absoluter Profi sein, und Paper Trading ist eben schon eine Disziplin des eigentlichen Tradings und eine Vorstufe des reellen Tradings, und dementsprechend gehört es eigentlich nicht mehr richtig zu TradingView, weshalb wir das Ganze ausgelagert haben. Solltest du neben eben dem Paper Trading Tutorial erfahren wollen, wie du vielleicht mit dem Trading startest, ob das Trading überhaupt etwas für dich ist, und vielleicht hast du Interesse an unserem kostenlosen Crashkurs, wo du dich einfach per E-Mail eintragen kannst und auch jederzeit dich natürlich wieder austragen kannst. Vielleicht bist du ein bisschen weiter und möchtest erste Schritte im Bereich des Tradings machen, möchtest eine gute, fundierte Grundlage bekommen. Dann ist unser Foundations-Kurs auch für dich gemacht, sehr kostengünstig. Auch da findest du nochmal die Informationen, und der Link ist unterhalb, wo du direkt Zugang zu unseren Trader Foundations bekommst, zu unserem kompletten Curriculum und auf unserer Lernplattform, das dediziert nach und nach abarbeiten kannst, und uns nicht mal um die Frage geht, wie man irgendeine Plattform einstellt, sondern wo wir tatsächlich über das Trading sprechen und wo du alles über den US-Aktienmarkt, über meine Strategien und so weiter erfahren wirst. Auch dazu der Link unterhalb. An dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich. Abonniere den Kanal, wenn dir das Ganze gefallen haben sollte, damit wir uns beim nächsten Mal auch wiedersehen. Folge mir auf meinen sozialen Profilen, und dann würde ich dir jetzt das Paper Trading Tutorial empfehlen. Ich wünsche dir viel Spaß und bis zum nächsten Mal.